Oh hey! Wenn dieses Video am richtigen Tag herauskommt, und Gott hoffe ich, dass dieses Video am richtigen Tag herauskommt, ist der 31. Oktober und für dieses Halloween habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Denn es gibt so einige Horror-Franchises, die man ranken könnte und ein wenig Ehre passieren könnte. Und ich habe so einige Favoriten darunter, die man sich genau anschauen sollte. Aber für dieses Mal habe ich mir was Ikonisches ausgedacht. Denn Horror, wie wir es kennen, vor allem in Filmform und vor allem in Franchise-Form, gab es vor den Universal Monsters nicht so wirklich. Die Universal Monsters sind mehr oder weniger einer der größten Monsters überhaupt, ikonisch, bekannt und jeder kennt sie auf irgendeine Art und Weise, sei es nur durch Parodie oder durch die originalen Klassikerfilme. Und ich dachte mir, wäre es nicht etwa witzig und spaßig, mal diese Filme sich anzuschauen und zu ranken? Es sind viele Filme, also schnattern wir nicht zu lang rum und reden wir mal über diese Filme. Disclaimer vorweg, hierbei handelt es sich nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst die mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Genauso sei gesagt, dass ich mich hierbei nur auf die Classic Universal Monster Filme basiere. Starten wir nicht zu lang rum und beginnen wir doch mal mit dem letzten Platz. Eine Sache, die man schnell erkennen wird an manchen dieser unbekannteren Universal Monster Filme, die vielleicht etwa nicht so oft besprochen werden oder inkludiert werden sogar, ist der Fakt, dass die leider auch nicht wirklich sehr erwähnenswert sind. Und das kann man wie nur gut an meinem nächsten Platz sagen: Werewolf of London. Ein Titel, der vermuten könnte, dass dieser Film vielleicht was zu tun hat mit Werewolf of London, was auch ein Teil ist der Universal Monsters. Aber nein, hat er nicht. Es ist ein sehr anderweitiger Film und sehr weite Wurst von diesen originalen Filmen. Dass man diesen Titel überhaupt geholt hat, wirkt für mich ein wenig übertrieben bzw. verwirrend. Immerhin hat dieser Film nicht wirklich was damit zu tun und auch der Faktor mit Werewolves wird eigentlich nicht etwa wirklich viel genannt oder benutzt. Werewolf of London ist für mich der ödeste Universal Monster Film. Ich habe zwar meine Probleme mit manch anderen dieser Universal Monster Filmen, aber Werewolf ist so einer dieser Filme, der, auch wenn er etwa nur eine Stunde lang ist, sich anfühlt wie eine elendige lange Zeit. Und das über einen einstündigen Film zu sagen, ist dann doch eher was Negatives. Und ich finde, für mich persönlich bin ich dann doch sehr tolerant, wenn es um den Slow Pace geht in diesen älteren Filmen von Universal oder auch anderen. Hierbei kann ich diesen sloweren Pace nicht wirklich etwa vergeben und war auch einfach wirklich sehr gelangweilt über das, was wir gekriegt haben. Die Story geht mehr oder weniger darum, dass jemand gegaslightet wird, zu denken, dass sie vielleicht ein Werwolf ist oder vielleicht auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Warum er überhaupt etwa den Namen Werwolf hier genutzt hat, wird für mich ein wenig verwirrend. Denn so wirklich eine Rolle spielt der Faktor Werwolf absolut nicht. An sich könnte man sogar fast sagen, dass dieser Titel Clickbait ist, I guess. Der Film ist öde. Und die Performances sind da, I guess. Es sind keine schlechte Performances. Die Actors machen einen soliden Job, einen decent Job, aber keine dieser Performances strahlt für mich aus oder sagt für mich so viel was. Ich bin nicht wirklich verwundert, dass dieser Film fast kaum in Diskussion über die Universal Monster Filme der früheren Zeit genannt wird. Denn was gibt's etwa hier wirklich zu sagen? Er ist weder Horror, noch hat er wirklich etwa eine Connection zum Originalfilm in Anführungszeichen, noch ist dieser Film wirklich ein sehr interessanter Film. Als ein Drama ist er sehr nicht erinnernswert, sehr vergessenswert. Als ein Horrorfilm ist er kaum existent. Und als ein Film als solches habe ich mich auch einfach nur die ganze Zeit gelangweilt. The Mummy's Ghost ist ein Mumien-Sequel. Was wollt ihr von mir überhaupt hören? Es ist generisch. Es ist ein Universal Monster Sequel. Ich habe etwa nicht so viele Worte dazu verlieren. Lon Chaney Jr. spielt hier die Mumie mal wieder. Wir haben auch einen anderen Schauspieler, der später Dracula spielen würde. Also haben wir zwei Dracula-Schauspieler im selben Universal Monster Film. Was eine Sache ist, die vielleicht erwähnenswert ist, aber schon in The Wolfman passiert ist. Und ein paar der anderen Frankenstein-Filme. Was wollt ihr überhaupt von mir etwa hören? The Mummy's Ghost ist ein Sequel, was existiert und worüber ich vielleicht was sagen könnte, aber seien wir mal ehrlich. Der Plot ist sehr generisch, so wirklich viel zu diesem Plot habe ich auch nicht wirklich zu sagen. Wir haben wieder mal die Mumie und ein Plot, der so ähnlich ist wie der erste Teil. Er ist öde. Was soll ich überhaupt noch sagen? Er ist öde. Und wie ihr an meiner Stimme erkennen könnt, dieser Film hat mich definitiv jetzt etwa nicht so viel interessiert als manch der anderen dieser Filme. Wow, ist das ein awkward
Hauptsegment. Aber es ist auch perfekt, da ich mich auch irgendwie sehr gelangweilt gefühlt habe, als ich mir den Film angesehen habe. Warum mache ich überhaupt dieses Segment so? Um vielleicht zu zeigen, dass meine Emotionen zu diesem Film kaum existent sind. Vielleicht dem Mummy Ghost, ein Film, der existiert. Ich bin ehrlich mit euch, ich bin leider nicht so enthusiastisch über den Film, über den wir jetzt als nächstes reden, also bitte erwartet nichts Langes. Reden wir doch mal über Abbott und Costello meets The Invisible Man. Wie natürlich üblich mit der Tradition der Invisible Man Film, aka der unsichtbaren Filme, setzt man diese Tradition fort, dass das Sequel, beziehungsweise einer der Sequels, nicht wirklich vieles mit den Unsichtbaren zu tun hat, also den Originalen. Es ist kein Horrorfilm, es ist auch keine richtige Komödie. Dieses Mal ist es ein Boxer-Drama, was an sich eine sehr solide Idee ist, und nach dem Erfolg von Abbott und Costello meet Frankenstein, zu dem wir später kommen, kann ich definitiv den Thought-Prozess hier sehen, was man etwa hier achieben wollte. Leider hat es für mich nicht wirklich etwa funktioniert. Was ich nicht falsch, es ist sehr solide, es gibt paar nette Dinge, die man mit der Unsichtbarhaftigkeit macht. Es gibt paar nett gedachte Gags mit Abbott und Costellos Charakteren hier, und der Aspekt zum Invisible Man Segment mit diesem Boxer-Drama und mit diesen Dynamiken zwischen den Charakteren ist sehr solide, aber zugegeben. Ich bin weder kein großer Fan der Großteil der Invisible Man Sequels, noch bin ich etwa der größte Fan des Prank-Humors von Abbott und Costello, was manchmal funktionieren kann für mich, zugegeben, wo wir über eine Ausnahme viel später in den Ranken reden. Aber hier, das ist solide, I guess. Und das ist alles, was ich zu diesem Film zu sagen habe. The Mummy Sand war der erste große Versuch, mal wieder die Mumie auf die große Leinwand zu bringen. Und wie wir alle wissen, wurde das mehr oder weniger zu einer Tradition, sehe mal eben die Brendan Fraser Filme oder eben der gefällte Dark Universe Start. Aber wie taugt nun das erste richtige Universal Monster Mumien Sequel? Nun, es ist weniger ein Monsterfilm und mehr ein Drama-Comedy-Dingsterbums. Ja, die Mumie bedient sich sehr stark an dem ersten Teil und an dem Setup eben. Und es war auch kein Wunder, immerhin sind die Setups dieser Universal Monster Filme dann doch in vielen Aspekten sehr ähnlich zueinander. Man sehe mal sich zum Beispiel etwa Frankenstein an, da gibt es schon sehr viele Gemeinsamkeiten. Hierbei hat man das vielleicht ein wenig zu stark gemacht. Und natürlich, der Film kam über eine halbe Dekade später an, nachdem das Original mehr oder weniger seinen Run hatte. Also ist es per se irgendwie verständlich, dass man diesen Setup recycelt. Auf eine komische Art und Weise erinnert mich aber dieser Film teilweise dann doch mehr an der Abbott und Costello Parodie, was etwa eine pure Parodie ist und über die wir später reden, mit der Mumie eben. Denn wir haben zwei Main Characters, die dann doch eine so ähnliche Chemistry, ähnliche Rolle verfüllen wie eben Abbott und Costello, nur ein wenig ernster. Zumindest für einen dieser Charaktere. Der andere Charakter ist dann doch eher mehr ein Comic Relief für die meiste Zeit dieses Films. Generell ist dieser Film auf einer komischen Art und Weise ein Versuch, mehr an Comedy zu gehen. Und ich habe nichts gegen Horror-Comedy, manche sogar liebe ich. Ich meine, Evil Dead ist großartig, aber so wirklich fühlt man etwa diesen Horror in diesem Film leider eben nicht. Das, was man hier kriegt, ist mehr oder weniger an manchen Stellen sehr generisch und die Comedy zündet halt auch einfach nicht. Es committet weder etwas zu den dramatischen Bits, noch etwa wirklich so Comedy oder eben gar zum Horror. Die Mumie taucht hier etwa kaum auf und es wird auch nicht etwa wirklich genutzt, um etwa die Atmosphäre zu enhancen, um dem Film dann doch ein besonders Gruseliges zu geben. Nein, am Ende des Tages ist dann doch dieser Film einer der wohl unatmosphärhaftesten Universal Monster Filme. Dass man so die Mumie mehr oder weniger zurückgebracht hat, ist schade, denn auch wenn ich nie etwa der größte Fan bin vom ersten Teil sogar, so doch finde ich, dass die Mumie deutlich mehr Potenzial hätte, statt immer und immer wieder irgendwie ein ähnliches Setup zu machen oder was ganz generisches zu machen. Wir haben einen Magician-Charakter hier, aka States Magician, und ich mag den Charakter sehr, aber er fühlt sich auch ein wenig fehl am Platze für die meiste Zeit dieses Films. Und wir haben auch etwa eine Romance, die nicht wirklich interessant ist. Generell, der Film ist an sich nicht schlecht, er hat seine Momente. Er ist auf jeden Fall zumindest ein bisschen interessanter als die wirklich ganz langweiligen Mumien-Sequels, aber so wirklich raus dessen von diesen lässt es sich eher weniger. The Invisible Man hat so einige seltsame Sequels hervorgebracht. Viele dieser Sequels sind komplette Genre-Shifts und das werdet ihr bestimmt das ein oder andere Mal in den Ranking merken, wenn ich über die Sequels der unsichtbaren Filme rede. Und eines dieser Sequels, wenn nicht sogar der größte, wäre The Invisible Agent. In diesem Film verfolgen wir den Invisible Man Enkel, welcher die Formel des originalen Invisible Mans anscheinend nimmt, um etwa undercover in Nazi-Deutschland zu gehen, in einen Comedy-Thriller-Action-Film.
Und es klingt erstmal absurd und das ist es auch ein wenig. Aber zugegeben, es ist teilweise auch ein sehr generischer Zweiter Weltkrieg Action-Thriller mit manchen Comedy-Momenten zu sich. Er ist jetzt nicht so schlecht, aber er ist auch jetzt etwa nicht so erwähnenswert. Als solches bietet es ein paar sehr interessante, solide Performances von Leuten wie John Hell, der unseren titelgebenden Invisible Agent spielt. Es ist mal eine schöne Neuheit zu sehen, dass man diese Unsichtbaren auch mal likable sein kann, wie hier oder besonders auch in The Invisible Woman. Aber zugegeben, ich bevorzuge The Invisible Woman dann doch ein wenig mehr zu den Film. Er ist nicht schlecht oder sowas, er ist aber auch nicht sehr erwähnenswert und auch eine sehr komische Art und Weise, die unsichtbaren Filme weiter fortzuführen. Wie immer, die Effekte des Unsichtbaren machen Spaß, es gibt nette Comedy-Momente, die mich jetzt nicht persönlich ansprechen, aber sehr solide sind, I guess, und Peter Lorre spielt hier eine Rolle und ich mag Peter Lorre sehr, also kriegt das einen Daumen hoch für mich. Es gibt ein paar nette Action-Momente, vor allem das Ende mochte ich eigentlich. Es hatte zumindest seine Momente zu sich, aber so als es ist dieser Film dann doch ein wenig ein generischer Actionfilm aus der Zeit. Mehr als solches, aber zugeben, vielleicht bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe für diese Sorte an Film. Der Mummy Curse ist nichts Besonderes in vielen Aspekten und retratet viele Plotpunkte und dennoch finde ich, dass dieser Film dann doch etwas sehr solide in vielen Aspekten ist. Vor allem hochzuloben ist das Directing hier, was ich dann doch etwa ein wenig besonderer finde im Vergleich zu manch anderen dieser Sequels. Es ist nichts Atemberaubendes oder etwa Atmosphäre Enhancendes oder so besonders wie die originalen Directors der originalen Filme, aber dennoch hat dieser Film dann doch ein paar sehr prachtvolle, sehr kreative Shots oder auch geniale Ideen zu sich. Ich meine, wir haben etwa einen Shot, wo wir die Mumie sehen und alles etwa in Schatten gehalten wird, wie sie jemanden tötet, und das ist etwa so ein Shot, wo ich mir das gerne mehr gewünscht hätte von den Filmen. Generell, manche dieser Shots sind wirklich gut, aber jetzt auch nicht etwa atemberaubendes. Ich wollte es dennoch mal erwähnen. Das Acting ist sehr solide, vor allem hier zu loben ist dabei Virginia Christine, die hier Princess Annika spielt. Ich hoffe, ich habe den Namen nicht gebutzert. Und das bringt mich auch etwa zu einem anderen Thema für den Film. Wie die Backstory erzählt wird, macht wir eine ganz gute Erzählung und wie man auch etwa die Flashbacks hier etwa intrigiert hat Spaß gemacht, finde ich. Der Film hat definitiv ein paar gute Horrormomente zu sich und wie man die Mami hier auch nutzt, als eine Präsenz, die mehr oder weniger kommt und nimmt, was sie will, hat schon was, aber zugegeben, wenn ihr etwa nicht so begeistert wart oder viel etwa abgewinnen könnt von den vorherigen Mami-Filmen, abseits vielleicht vom Originalfilm, dann denke ich, werdet ihr jetzt auch nicht so viel mit dem Film anfangen können. Wenn man sich etwa die Universal Monster-Filme anschaut und die ganz frühen anschaut, dann kommt ein Titel ganz groß rüber für die einen oder anderen zumindest, wo man etwa denkt, warte mal, was ist dieser Film genau? Und dabei ist die Rede von Werewolf of London. Werewolf of London ist einer dieser früheren Universal Monster-Filme, über die fast keiner redet. Und zugegeben, ich kann auch niemanden dafür blamen. Wie ich schon etwa in vorherigen Segments erwähnt habe, es gibt manche Universal Monster-Filme, die nicht etwa groß erwähnt werden, und bei vielen kann ich es auch einfach nur verstehen. Werewolf of London ist da auch keine Ausnahme. Denn auch wenn dieser Film definitiv Dinge zu sich hat, die ich mag, oder auch etwas sehr spaßig finde oder gut einfach finde, so doch muss ich zugeben, dass dieser Film dann doch etwa nicht das Besondere in sich hat, wie manch andere dieser Universal Monster Filme. Ein Dracula, ein Frankenstein, ein Dracula's Daughter und Co. haben all besondere Dinge zu sich, sei es nun besondere Performances, besonderes Directing. Aber Werewolf of London ist ein solider Film und das war es eigentlich auch schon. Der Film ist solide, er spielt etwa mit der Idee von der Dr. Jekyll und Mr. Hyde Story, aber mit Werwolfen, und der Werwolf-Teil dieses Films ist definitiv spaßig. Ich mochte vor allem das Ende, was man da gemacht hat. Ich fand, das Ende ist wirklich kreativ und für so einen Film von der früheren Zeit eine sehr schöne Überraschung. Aber für mich ist dieser Film sehr solide, mit soliden Dingen, einem soliden Skript, soliden Performances, soliden Effekten, aber kein Wow-Faktor wie ein Frankenstein zum Beispiel. Natürlich, nicht jeder Film muss etwa so gut sein wie James Whale-Filme oder, aber zugegeben, das Besondere fehlt hier einfach nur. Ein Wolfman hat das etwa mit einer wundervollen Lead-Performance von Lon Chaney Jr. Und auch wenn die Performances definitiv nicht schlecht sind hier, so doch finde ich, dass dieser Film das Besondere ein wenig bemangelt. Und das ist wirklich schade, denn ich denke, dass dieser Film so einiges Potenzial in sich zeigt. Ich glaube, an diesem Ranking kann man definitiv merken, dass ich kein so großer Fan bin von der Mumie bzw. der Mummy Series. Denn auch wenn es ein paar Filme gibt aus dieser Serie, die ich irgendwie mag oder sehr zu setzen weiß, so doch reizt mich leider
leider diese Serie eher weniger im Vergleich zu vielen der anderen Universal Monsters. Dafür aber kann ich zumindest etwa sagen, dass The Mummy's Tomb ein definitiv Improvement ist im Vergleich zu den vorherigen Mummy-Filmen, über die wir vorher gesprochen haben. Denn während manche dieser sehr öde sein können oder sehr generisch halt eben sein können, war The Mummy's Tomb auch ein wenig generisch, auch ein wenig typisch für so ein Mumien-Sequel. Aber es hat so einige Dinge, die ich etwa mag oder zumindest etwa interessanter finde. Zum einen ist der Fakt, dass es hierbei um ein direktes Sequel zum letzten Mummy-Film sich dreht, was interessant ist. So gegeben, das ist auch etwa einer der größten Dinge, die ich zu bemängeln habe hier, aber man macht mal zumindest was Interessantes mit dieser Sequel-Idee. Aber dafür gibt es eine ganz große Sache zu bemängeln, denn auch wenn man manche der Actors in ihren Rollen zurückgebracht hat, so doch muss ich zugeben, dass eine Sache mich sehr nervt. Die ersten 12 bis 15 Minuten werden damit spendiert, wie einer der Charaktere mehr oder weniger die Ereignisse des letzten Teils widerspiegelt. Und per se wäre das etwa okay oder zumindest verständlich, aber der Film erschien 2 Jahre oder weniger als 2 Jahre nach diesem anderen Mummy-Sequel. Und auch wenn ich verstehen kann, warum man etwa ein Recap machen müsste, vor allem, dass es sich hierbei um ein direktes Sequel handelt, so doch ist dieser Recap einfach nur zu lange und zerstört auch einfach irgendwie den Pace dieses Films. Denn der Pace dieses Films ist relativ solide, würde ich mal behaupten. Mit nur einer Stunde ist er ziemlich knackig und wenn wir mal diesen Recap rauslassen, ist dieser Film relativ kurz. Aber so gegeben manche dieser Runtimes von diesem Recap eben, könnte man für andere Dinge für diesen Film benutzen. Dass man so einen langen Recap gemacht hat, macht wieder etwas Sinn zu der Zeit, ist leider etwa in heutiger Sicht, wenn man diesen Film heutzutage sich anschaut, direkt nach dem vorherigen Film, dann doch eher mehr etwa ein Dorn im Auge. Aber so gegeben, vielleicht bin ich da auch ein wenig zu fies, aber dennoch denke ich nicht, dass etwa die Publikumsleute so wirklich so einen langen Recap haben wollten. Was aber hier wieder zu loben ist, Lon Chaney Jr. macht einen guten Job als die Mumie. Das Make-up ist auf jeden Fall deutlich interessanter, wenn nicht sogar auch besser im Vergleich zum vorherigen Film. Und es gibt ein paar interessante Szenen, sehr solide Performances, aber solches immer noch keiner dieser Filme, wo ich sagen würde, ja, das würde ich mir gerne nochmal anschauen. Aber hey, wir kommen schon langsam näher an den Gold der Universal Monsters. Abbott and Costello meets Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Was für eine Oddity in diesem Universal Monster Kanon. Generell kann man etwa sich streiten, ob diese Abbott und Costello Filme überhaupt etwa counten, denn an sich sind es definitiv Comedy-Filme und Parodien, aber zugegeben, The Invisible Woman war eine pure Comedy, also finde ich, dass diese Filme definitiv etwa auch counten. Und Abbott und Costello meets Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist seltsam in vielen Aspekten, denn Dr. Jekyll und Mr. Hyde hatte definitiv einen Universal Monster-Film, wenn nicht sogar den ersten Universal Classic Monster-Film, aber der Film ist ziemlich kurz, ich glaube nur so 20 Minuten, also habe ich ihn nicht in dieses Ranking inkludiert, auch wenn ich ihn gesehen habe und mochte, so doch finde ich, dass es ein wenig unfair wäre, ihn reinzunehmen im Vergleich zu zweistündigen oder einstündigen Filme. Also Dr. Jekyll und Mr. Hyde zu nehmen, ist definitiv ein Monster, eine Wahl, die zu den Routen der Universal Monster Filme zurückgeht, auch wenn es bestimmt etwa nicht so angedacht worden ist. Anyway, was gibt es zu diesem Film zu sagen? Es ist die typische Abbott und Costello Fair, wo es Comedy gibt, der Teil mit dem Horror aber definitiv ernst genommen wird, was in den anderen Abbott und Costello meets Filmen definitiv manchmal wirklich gut funktioniert hat. Einen großen Favorit kommen wir viel später, aber zugegeben, ich bin immer noch kein großer Fan von den Comedy Fair, den Comedy Brand der beiden. Es ist definitiv nicht schlecht. Ich mag gutes Slapstick und die bieten auch manche sehr spaßige Slapstick-Momente zu sich. Vor allem die Chase-Scene, wo etwa Costellos Charakter mehr oder weniger auch so ein Mr. Hyde-Monster wird und was für chaotische Antics darüber kommen und wie das Ende einfach ist. Das ist wirklich mein Lieblingspart von diesem Film. Aber was zugegeben, abseits davon, überzeugen mich etwa die Comedy-Antics von Abbott und Costello leider auch hier nicht so wirklich. Wie gesagt, sehr solide, definitiv nicht schlecht, aber definitiv nicht mein Brand an Comedy. Zum Dr. Jekyll und Mr. Hyde Part dieses Films kann ich jetzt auch nicht so viel verlieren. Es gibt manche seltsame Entscheidungen, die vielleicht interessant gewesen wären, aber jetzt auch nicht mich so sehr appealen oder so sehr rausnehmen. Eine Sache, die ich loben kann, ist auf jeden Fall, dass mal Boris Karloff etwa für die Rolle des Dr. Jekyll und Mr. Hyde genommen hat. Und auch wenn Karloff jetzt etwa nicht die genialste Performance überhaupt abliefert, es ist immer noch eine sehr gute Performance, denn Karloff ist immer noch ein genialer Actor, auch in den 50ern und so weiter. So doch muss ich zugeben, dass es ein wenig enttäuscht war von der Performance als solches. Es ist keine schlechte Performance, das Make-up ist sehr solide, aber vielleicht bin ich ein wenig spoiled
gefreut, aber irgendwie fehlte da für mich ein wenig die Magie von bestimmten anderen Karloff-Performances. Es ist eine schöne Idee an sich, aber es war jetzt auch nicht etwa so ein ikonisches Match Made in Heaven wie ein Lon Chaney Jr. als Wolfman oder auch Dracula, Bela Lugosi oder. Und ich weiß, ich werde bestimmt die ein oder andere nerven, wenn ich immer und immer wieder dieselben Universal Monster Filme vorbringe in diesen ganz early Segments. Aber zugegeben, ich finde, dass etwa ein paar Vergleiche wirklich gut illustrieren, wo meine Probleme oder wo etwa die Dinge sind, mit denen ich etwa die Filme anfangen kann oder eben nicht. Also ist es definitiv der zweitschlechteste der 4 Abbott und Costello meets Filme. Wenn es eine Sache gibt, die man schnell an vielen der Universal Monster Rankings erkennen wird, ist, dass die Originalen meistens etwa an der Spitze sind, während deren Sequels meistens dann doch weiter unten liegen. Und wie wahr könnte es etwa nicht sein, als mit Son of Dracula. Son of Dracula ist für mich ein sehr okayer Film. Ein Dracula-Sequel, was an sich nichts etwa Neues macht und nie das Rad etwa wirklich versucht neu zu erfinden. Was an sich okay sein kann, für mich aber dann doch ein wenig irgendwie nervig ist. Son of Dracula hat paar Dinge, die ich wirklich sehr amüsant finde. Sei es nun der Fakt, dass die Tarnung von Dracula Alactua oder so ähnlich mehr oder weniger Dracula rückwärts gesprochen bzw. geschrieben wird, was etwa ein sehr witziger Detail ist. Oder auch der Fakt, wie manche darauf reagieren, auf die Vermutung, dass Dracula vielleicht doch am Leben ist. All diese Dinge sind amüsant und natürlich auch die Karting-Entscheidung Lon Chaney Jr., bekannt als der Wolfman, später auch das Frankensteins Monster oder auch die Mumie, wie man merkt, hat der zahlreiche der Universal Monsters etwa gespielt, ist definitiv was Interessantes. Hatte etwa denselben Charme wie ein Bela Lugosi? Nicht wirklich, und ich würde auch nicht etwa behaupten, dass etwa dieselbe Präsenz hat wie John Carradine, der Dracula später spielen würde in den Universal Monster Filmen. Und das ist an sich schade, denn Lon Chaney Jr. ist ein wirklich guter Actor und bietet eigentlich sehr solide Performances aus. Und auch hier macht etwa eine sehr solide Performance auch wenn ich etwa ihn nicht wirklich etwa als Dracula sehen kann. Anders als bei The Mummy oder auch dem Wolfman, sieht halt eben Lon Chaney Jr. oder auch sein Charakter von The Wolfman. Und das hilft halt diesem Film leider auch nicht wirklich. Die Story ist ein wenig whatever, muss ich auch behaupten. Es ist keine Story, die mich wirklich etwa sehr stark interessiert und so wirklich sehr erinnernswert ist für mich. Was ich nicht weiß, es ist alles sehr solide gespielt, solide gemacht, aber es fühlt sich eher mehr so an, wie ein Sequel, was man etwa rausgehaut hat, weil der originale Dracula sehr beliebt und bekannt ist. Zwar habe ich meine Probleme mit dem zweiten Dracula-Film, der ein wenig sehr anders ist, aber zugegeben, dieser Film bietet zumindest ein bisschen mehr Pressmaterial. Son of Dracula ist ein wenig whatever. An manchen Stellen generis, an anderen Stellen vielleicht ein wenig amüsant, aber als solches jetzt nicht so erwähnenswert. The Invisible Man Revenge ist vermutlich das nächste am Originalfilm. Während die anderen Sequels wirklich stark von diesem Originalfilm abgegangen sind, abseits von der Grundprämisse, jemand ist unsichtbar, ist dieser Film dann doch mehr getreu. Wir haben einen Charakter, der sehr viel Antics baut und definitiv bedrohlicher ist, teilweise auch einen leichten Horrorsinn zu sich gibt und manchmal auch wirklich mad wirken kann. Und ich bin kein großer Fan von diesem Film. Klar habe ich meine Probleme mit diesen Invisible Sequels, aber dieser Film ist mir dann doch an vielen Stellen jetzt auch nicht das Dollste. Was es loben kann, sind ein paar Szenen und vor allem ein Charakter, der Professor-Charakter, der Mad Scientist-Charakter, der nicht wirklich was mad ist. Er empfindet einfach nur die Möglichkeit, Leute und Tiere unsichtbar zu machen und möchte sich einfach nur beweisen und wirklich mad wirkt er jetzt nicht. Das macht ihn so besonders in diesen ganz großen See an Mad Scientist in diesen Universal Monster Filmen. Dann auch wenn manche dieser sehr spaßige Performances abliefern können, so doch wird das nach einer Zeit dann doch ein wenig repetitive, vor allem wenn man manche dieser Filme Stück für Stück nacheinander sich anschaut. Also wird es einfach eine nette Erfrischung und ich mochte auf jeden Fall auch die erste Szene, wo diese Invisibility eine Rolle gespielt hat, mit zum Beispiel sein Parrot oder auch sein Hund. Das war wirklich eine gute Szene und ein gut genutzter Effekt. Natürlich, der Effekt des Unsichtbaren ist immer noch ein sehr solider Effekt und funktioniert auch hier gut, aber zugegeben, er verliert langsam auch seinen Wow-Faktor. Während die anderen Filme dann doch etwa ein bestimmten Wow-Faktor zu sich hatten in manchen Aspekten, verliert das mich ein wenig hier doch. Und der Main Character ist dann doch ein wenig zu unlikable. Ich habe nichts dagegen, wenn wir einen Protagonisten haben, den man einfach nicht mag, aber so wirklich für irgendwem in diesem Film rootet man leider nicht. Und das ist per se auch nicht schlecht, aber mit den Universal Monster Filmen hat man doch immer eine Sache oder einen Charakter, mit dem man etwa mitfiebern kann, mit dem man etwa hofft, dass nicht etwa was Negatives passiert oder Schlechtes passiert.
passiert. Aber nein, die meisten von diesen sind dann doch Asi-Charaktere. Und an sich kann das im Prinzip funktionieren. Funktioniert für mich aber in diesem Film leider eher weniger. Es sind zwar sehr solide Performances hier zu finden. John Hale, der den titelgebenden Unsichtbaren spielt, macht einen guten Job hierbei. Und ich mag es, dass wir mehr oder weniger eine Backstory kriegen, die jetzt etwa nicht so stark ausgeflößt wird, aber angeteasert wird. Aber so gegeben, ab dem Punkt, wo er ständig sagt, ich möchte Sully, bin ich dann doch ein wenig gezoned out mit diesem Film. Für mich ist das leider kein würdiges direktes Sequel zum ersten Teil, aber hey, ich mochte den Hund hier wirklich sehr und war wirklich besorgt, als ich dieses Feuer im Haus des Professors gesehen habe und mir dachte, oh nein, bitte lass den Hund leben. Und er blieb am Leben und er hat sogar mehr oder weniger den bösen Unsichtbaren besiegt. Hooray! Abseits davon fand ich auch die Idee interessant und ein wenig amüsant, dass er so ängstlich ist über den Hund, der an seiner neuen Menschen ist und die ganze Zeit bellt. Das war irgendwie wirklich sehr amüsant und hat diesem Film dann doch einen Punkt mehr gegeben vielleicht. Aber so ist es kein so großer Fan leider. House of Dracula ist auf der einen Sicht sehr unnötig als ein Sequel und auch deutlich besser als der vorherige Film. Auf der anderen Sicht ist es immer noch ein sehr spaßiger Film, auch wenn er deutlich mehr Spessen hat, als der schon teilweise dann doch mäßigere erste Teil House of Frankenstein. Aber spulen wir doch mal zurück. House of Dracula hat zwar deutlich mehr von Dracula, aber so gegeben, er wird auch teilweise relativ early on getötet. Er hat definitiv deutlich mehr Screentime hier und ich finde, dass John Carans Performance hier deutlich interessanter ist, vor allem in der Opening-Szene, die einen wirklich guten Ton setzt, den ich mir gerne für den ganzen Film gewünscht hätte. Aber dennoch schade drum. Und natürlich ist der Wolfman übernimmt mal wieder diesen Film. Auch wenn er Dracula im Namen hat, ist der Wolfman immer noch teilweise einer der größten Protagonisten in diesem Film. Auf der überraschende Art und Weise ist Dr. Edelman auch ein sehr großer Player in diesem Film. Natürlich der Doktor-Charakter in zahlreichen Frankenstein-Filmen, wozu House of Dracula irgendwie zählt. Immerhin ist es ein Follow-up zu House of Frankenstein. Haben immer noch eine sehr große Rolle, aber Dr. Edelman hat vermutlich die größte Rolle. Denn er wird mehr oder weniger zu einem Dr. Jekyll, Mr. Hyde Charakter, also hat eine böse und eine gute Seite und ist definitiv sehr unterhaltsam. Sein Performer bietet eine sehr solide Performance aus und macht wohl den größten spaßigen Teil aus diesem Film aus. Larry Talbots Zerny als der Wolfman ist hier auf einer interessanten Art und Weise gechanced. Denn dieses Mal möchte er etwa nicht sterben, sondern einfach nur eine Cure finden für sein Werwolfism. Es wird auch eher mehr geskippt mit dem Teil, wo die Leute einfach ihm nicht vertrauen, dass er etwa wirklich ein Werwolf ist und ihn die ganze Zeit erzählt, dass es einfach nur in seinem Kopf passiert. So kriegen wir an der Stelle eine Szene in einem Prison Cell, wo er vor den Augen dieser sich verwandelt, also können wir diesen Part ein wenig skippen. Immerhin wird das nach einer Weile dann doch repetitive. Talbots Reise hier ist zwar mit paar guten Twists und Turns vorbereitet, aber zugegeben, ich bin leider auch nicht der größte Fan davon, was man hier gemacht hat. Lon Chaney Jr. bietet immer noch eine sehr solide Performance aus, aber unter anderem eine der Helferinnen von Dr. Edelman hat eine Romance mit ihm, I guess, und es ist jetzt auch keine so gute. Romances mit den Wolfman sind halt nicht wirklich das Interessanteste. Vielleicht hat das etwa funktioniert im ersten Wolfman, funktioniert leider aber für mich nicht etwa in den Hausfilm. Und habe ich schon das Monster erwähnt? Nein. Das Monster hier hat etwa eine relativ kleine Rolle. Was wir etwa hier kriegen, ist zwar solide, aber es ist jetzt auch nicht so erwähnenswert. Die Rolle des Monsters ist definitiv dann doch die kleinste dieser drei. Es hat definitiv seine spaßigen Momente und es ist jetzt auch keiner der schlechtesten Sequels. Es ist immer noch eins dieser Sequels, was etwa einen guten Unterhaltungsfaktor zu sich hat und ein paar sehr spaßige neue Ideen zu sich bringt. Aber so überzeugend von diesem Film war es dann doch am Ende des Tages vielleicht eher weniger. Revenge of the Creature ist der schwächste Gilman aka Creature from the Black Lagoon Film, aber wie ihr etwa an diesem Platz merken könnt, ist er definitiv ein Highlight und generell diese Trilogie ist sehr solide, aber zu den anderen Filmen kommen wir später. Denn auch wenn dieser Film definitiv ein paar Probleme und Schwächen hat, die typisch für diese Universal Sequels sind, so doch bringt er etwa so einiges Neues auf den Tisch. Und beginnen wir doch mal mit den negativen Punkten. Man kann mal definitiv merken, dass es Budget jetzt etwa nicht so groß war wie beim ersten Teil. Generell die Magie des ersten Teils kann man leider hier etwa nicht recapturen oder zurückbringen. Auch wenn etwa dasselbe Team, aka Director Zack Arnold wieder zurück ist, wie in der typischen Universal-Manier, so doch kann er etwa leider nicht die Atmosphäre und den Look and Feel des ersten Teils wieder zurückbringen. Und an sich ist es okay, denn dieser Film macht einen sehr
sehr andere Szene. Denn während immer noch der Gilman zu einem sparsamen Gehalt gezeigt und genutzt wird, fokussiert man sich hier deutlich mehr auf unsere Manson-Charakteren. Denn auch wenn etwa der erste Teil definitiv den Fokus auf diese Manson-Charakteren Arke den Ensemble-Cast hat, so doch fühlt sich das hier ein wenig näher an. Der Gilman wird gefangen, mehr oder weniger den ersten 20 oder so Minuten. Also der Gilman ist mehr oder weniger ein gigantisches Aquarium und schwimmt da ganz alleine, während ihn etwa einige Leute etwa mit Wunder oder erschreckend oder auch Ekel sich anschauen. Und es ist wirklich etwa ein interessanter Engel mit den Gilman zu machen. Das bringt ihn auch etwa deutlich näher an solchen Monsters wie Frankensteins Monster oder auch den Wolfman, die natürlich etwa das Monster des Filmes sind, aber dann doch auch durch ihre unterschiedlichsten Art und Weise ein Sympathiepunkt für die Zuschauer ist. Und dasselbe hat man auch etwa hier mit den Gilman, wo man sich etwa mies fühlt, dass er etwa gefangen genommen worden ist und dadurch zu einer Attraktion wird. Dieser Engel ist wirklich, wirklich gut, auch wenn ich mir ein wenig mehr davon gewünscht hätte. Unsere Hauptfiguren hier sind leider etwa nicht die interessantesten, auch wenn die Performances sehr solide sind und auch wenn es ein paar sehr okaye Szenen gibt, so doch finde ich, dass diese Charaktere dann doch etwa nicht an die Charaktere rankommen aus dem ersten Teil oder auch eben aus dem dritten Teil. Und generell, ich weiß auch nicht, an manchen Stellen ist dieser Film zwar interessant mit seinem Konzept, Arke den Gilman als Attraktion zu machen, an anderen Stellen wünschte ich mir, dass mal vielleicht einfach deutlich mehr das etwa expanden könnte. Denn auch wenn der Gilman wie immer super ist, das Make-up ist super, die Body Language, Arke der Actor, der hinter all diesem Make-up ist und den Kostümen ist, macht einen grandiosen Job und es auch ein paar wirklich gute Szenen gibt mit einem guten Kruse-Faktor gegen Ende. So doch empfinde ich das gegen Ende dann doch was Besonderes, was Magisches an diesem Film fehlt. Dennoch sehr unterhaltsam und sehr solide und für so ein Sequel ist es definitiv einer dieser, die sich deutlich mehr traut. Im Vergleich zu den teilweise manchmal sehr formulaic Entries aus zum Beispiel der Mumien-Serie. Das Phantom der Oper aus dem Jahre 1943 ist ein ganz besonderer Universal-Monster-Film in vielen Aspekten. Nicht nur ist es der erste und einzige Remake-Film unter diesen ganzen Classic-Titeln, nicht nur ist dieser Film deutlich mehr im Umlauf von Universal selbst im Vergleich zum originalen Film, da dieser Public Domain ist, anders als dieser Film. Und nicht nur ist dieser Film auch deutlich anders im Vergleich zum Originalfilm. Nein, der Film hat für mich etwa ein paar Dinge, die er wirklich gut macht oder die ich zumindest respektieren kann. Hat aber auch einige Dinge, wo ich mir einfach nur denke, warum? Ich mache kein Geheimnis, ihr habt den Platz gesehen, ihr habt noch nichts vom Originalfilm gehört. Ihr könnt etwa erahnen, dass dieses Remake deutlich unter ist für mich im Vergleich zum Originalfilm. Denn auch wenn dieser Film ein paar Dinge sehr anders macht, so doch versucht dieser Film auch ein paar ikonische Dinge, ein paar ikonische Elemente aus dem Originalfilm zu nehmen, präsentiert sie aber auf eine sehr seltsame Art und Weise, wo ich einfach kein großer Fan davon bin. Zugegeben, ich werde diesem Film eine Lobsache geben. Er ist anders im Vergleich zum Originalfilm. Viele Remakes haben das Problem, dass diese mehr oder weniger eine 1:1 Kopie manchmal sein können vom Originalfilm. Mal sehen mal zum Beispiel der König der Löwen und manche Shots waren einfach nur genau recreated von diesem Film. Und ich weiß, manche Leute wollen das von ihren Remakes, eine originalgetreue Neuverfilmung. Für mich ist es leider nichts wirklich was, denn ich denke mir immer, wieso macht man ein Remake, wenn man auch einfach den Originalfilm re-releasen kann oder ihn selber sich anschauen kann. Und auch wenn manche bestimmte Adaptionen oder Remakes den Kern oder manche Dinge seltsam verändern oder auch einfach nicht etwa verstehen können, was da dem Original so besonders gemacht hat. Und letzteres kann ich definitiv hier auch kritisieren und kritisiere es generell mit Remakes, die eine andere Route gehen. So doch ist es erstere Spritz, wenn man etwa eine anderweitige Adaption machen möchte, etwas Nobelhaftiges, etwas, was ich zumindest loben kann oder etwa den Sinn dahinter sehen kann, um einen Film neu zu verfilmen. Denn auch wenn man den wundervollen Claude Rains hier hat, in der titelgebenden Rolle des Phantoms und auch etwa definitiv einen besonderen Charme zu der Rolle bringt, vor allem in den ersten Minuten, so doch finde ich, dass dieser Film an vielen Stellen Dinge falsch macht. Zum einen, ich mag zwar wirklich, dass wir etwa eine Backstory gekriegt haben für den Phantom, aber zugegeben ist das nicht ein wenig zu viel. Ich mochte irgendwie diese besondere Mystik, die natürlich nach und nach etwa aufgedeckt worden ist im Originalfilm und das haben wir leider nicht. Mag ich zwar die Backstory an sich, ja, aber ich muss auch zugeben, das, was man da manchmal gemacht hat mit manchen Entscheidungen, ich weiß ja auch nicht. Zum Beispiel etwa die erste Szene, wo das Phantom Acid ins Gesicht bekommt und das mehr die Erklärung ist, warum das Phantom etwa eben eine Maske trägt. Und dann haben wir etwa so eine ikonische Szene wie die
die Unmasking-Szene aus dem Originalfilm, die hier leider sehr nicht effektiv ist, da Claude Rains Gesicht mehr oder weniger fast kaum Make-up in sich hat und nur eine Backe von ihnen wirklich betroffen ist. Was diese Szene so besonders gemacht hat, war das Make-up von Lon Chaney und natürlich auch das Acting. Es ist natürlich eine andere Route, die man vielleicht respektieren kann, aber persönlich für mich ist das dann doch etwa ein Missverständnis vom Charakter des Phantoms und was eben etwa so eine besondere Szene so ausgemacht hat. Und auch der ganze Aspekt, wie Christine und das Phantom mehr oder weniger ganz gegen Ende interagieren und das Ganze eigentlich etwa kurz gereitet wird, ist schade, denn man hat mal mit den ersten Filmen sich deutlich mehr Zeit gelassen mit diesem Segment und dadurch wurde es auch so effektiv. Dadurch wurde auch der Grusel, der Horroraspekt auch sehr gut betont. Hier haben wir das leider etwa kaum bis gar nicht und das Ende ist auch irgendwie ein bisschen lächerlich. Und wenn man was ganz anderes macht im Vergleich zum Original, dann ist der Film schon unterhaltsam. Wenn man aber manche Dinge vom Original nimmt, beziehungsweise irgendwie versucht, für die zu verfolgen, frisst der Film ein wenig für mich. Performances sind alle sehr solide und natürlich, er ist auch etwa der einzige richtige Universal Classic Monster Film, der in Technicolor ist und die Farben machen definitiv viel zu diesem Charme aus. Aber dennoch als Remake oder als Neuadaption der klassischen Story bin ich dann doch ein wenig enttäuscht. Son of Frankenstein ist ein seltsamer Film. Nicht nur ist das der erste große Big Budget Frankenstein-Film, denn im Vergleich zu den ersten zwei waren die doch eher mehr auf dem geringeren Budget, beziehungsweise nicht auf so einem Budget wie dieser Film. Mit der Höhepunkt des Kinos mit Kinofilmen in einer guten Status Quo konnte sich Universal so einiges leisten mit Son of Frankenstein und das kann man diesem Film auch anmerken. Wenn es eine Sache gibt, mit der ich mich nicht beschweren kann, dann ist das die Location, beziehungsweise wie aufwendig auch diese ganzen Sets sind. Man kann mal wirklich das alles gut abkaufen, ohne wirklich großen Probleme und auch heutzutage noch sehen manche dieser Sets wirklich stunning aus. Vor allem, wo etwa Frankenstein, hierbei ist es sein Sohn, nicht der Original Frankenstein, und seine Familie bleiben, ist einfach nur stunning und wirklich schön sich anzusehen. Und es gibt auch so viele Dinge, die ich an den Film setze. Zugegeben, er ist ein wenig ein Rehash in der Frankenstein-Serie, aber das ist jetzt auch nichts allzu Neues. Viele Frankenstein-Sequels gingen dann doch eine ähnliche Route und auch wenn es etwa irgendwie charmant ist, dass man etwa diesen Fluch von Frankenstein in Anführungszeichen hat, so doch kann es nach einer Wahl ein wenig crazy sein. Oder ein wenig zu viel sein oder ein wenig zu nervig sein. Zumindest für mich. Hierbei kann es den Film es ein wenig noch vergeben, auch wenn es mich ein wenig stört. Was mich auch ein wenig stört, ist, dass das Pacing dann doch anders ist im Vergleich zu den vorherigen Frankenstein-Filmen. Klar sind diese etwa ein Slow Burn und natürlich mit solchen 30ern-Filmen oder 40ern-Filmen kann man etwa einen Slow Burn erwarten in größten Teilen, aber so doch bin ich kein großer Fan von der Verlängerung der Runtime, denn auch wenn es etwa für ein paar bestimmte gute Momente in sich bringt und ich auch nicht denke, dass das Pacing von diesem Film schlecht ist, ganz im Gegenteil, er hat sehr solides Pacing, auch wenn manche Momente sich ein wenig tragen für mich leider, so einige gute Performances, vor allem vom titelgebenden Son of Frankenstein, der hier eine gute Performance abliefert, finde ich das so eine Szene, wie er mehr oder weniger mit seinen Jungen darüber redet, wie er den Monster gesehen hat und er ihn ganz viel ausfragt, zu sehen, wo dieser freundliche Gigant, wie dieser Junge ihn nennt, ist. Auch einfach ein gutes Showcase dafür, wie er langsam verrückt wird. Und es wird auch einfach gut vorübergebracht. Auch die Side-Characters können hier relativ überzeugen. Ich mag es, dass die Village mehr oder weniger einen Hass auf Frankenstein hat. Auch wenn es etwa nicht präsent war in den originalen zwei Filmen. Und generell die Continuity zwischen diesem Film und den vorherigen Filmen ein wenig strange ist und seltsam ist einfach nur. So doch bringt es etwa einen schönen Touch zu sich und bringt auch die Tension ein wenig höher, vor allem rund um die Familie von diesem Frankenstein. Natürlich ist es auch das letzte richtige Outing von Universals Boris Karloff als das Monster und er bietet eine gute Performance, auch wenn er ein wenig hier reduziert wird im Vergleich zu seinen späteren oder auch vorherigen Performances in diesen Universal Monster Filmen. Wem ich aber vor allem loben kann, ist Bela Lugosi als Igor. Ja, wir kriegen etwa Igor, ein Headsman-like Charakter, hier zum ersten Mal zu sehen und er hat einen wirklich wunderschönen Report mit sowohl den Son of Frankenstein als auch das Monster. Seine Chemie zwischen Karloff und ihn ist einfach nur wundervoll sich anzuschauen. Als solches ist Son of Frankenstein ein typisches Sequel in manchen Aspekten. Größeres Budget, manche wirklich spaßige Dinge, alles fühlt sich ein wenig größer an, aber ich bevorzuge den kleineren Scale der Originalen. The Invisible Woman ist ein sehr anderweitiger Invisible Film.
Film. Denn dieses Mal haben wir eine unsichtbare Frau zum ersten Mal und dieses Mal haben wir auch einen sehr krassen Genre-Shift. Denn während die ersten 2 Filme zwar im Horror-Genre irgendwie operieren, so doch ist Invisible Woman der Punkt, wo dieses Franchise mehr oder weniger von Film zu Film auf ein komplett anderes Genre gegangen ist. Zumindest für eine kurze Zeit. Denn bei Invisible Woman handelt es sich um eine pure Comedy. Und hierbei ist der Emphasis on pure Comedy und vor allem auf eine bewusste Comedy. Dieser Film wurde definitiv als Comedy inszeniert und auch angedacht. Er hat viele Jokes und leider fand ich viele dieser Jokes eher weniger so witzig. An sich sind es auch keine schlechten Jokes, aber für mich ist der Sinn für Humor, der größtenteils in diesem Film eingestrebt wird, dann doch eher weniger so witzig. Denn viele der Jokes basieren eher mehr auf Missverständnissen unter verschiedenen Charakteren und sind vor allem etwa im Dialog zu sehen. Klar gab es manche, die mich etwa ein bisschen zum Schmutzen gebracht haben oder ein wenig amüsant waren, aber so wirklich abseits von 2, die ich wirklich gut fand, waren die meisten Jokes dann doch eher mehr schwach. Und eine gute Comedy sollte einen zum Lachen bringen. Zugegeben, ich kann definitiv sehen, dass Leute eventuell ihren Spaß haben mit der Comedy dieses Films. Zugegeben habe ich mir eine komplett andere Comedy angedacht, als ich zum ersten Mal davon gehört habe. Und ich bin froh, vom Gegenteil bewiesen zu sein. Auch wenn es an manchen Stellen dann doch ein wenig öde oder generes sein kann. Vor allem gegen Ende, wo wir mehr oder weniger den titelgebenden Unsichtbaren ein Happy End geben, wo sie etwa mit den eher mehr snobbigen, reicheren Playboy zusammen wird und sogar ein Baby mit ihm kriegt, was Soccer unsichtbar werden kann manchmal. Wow. An sich eine nette Idee für ein Ende, aber es ist jetzt auch nichts, was mich zum Schmunzeln bringt oder wo ich mir denken würde, oh, das war amüsant oder oh, das war gut. Auch der Teil mit den mexikanischen Gangsters ist dann doch eher weniger so dolle. Es ist dann definitiv doch eine gute Erinnerung, aus welcher Zeit dieser Film stammte. Was es aber loben kann an diesem Film ist definitiv unsere Lead Actress, die eine wirklich gute Performance ablief und wirklich viel Leben zu diesen titelgebenden Unsichtbaren bringt. Sie macht wirklich einen super guten Job. Auch kann ich etwa den Professor-Charakter und seinen Actor loben. Er hat mir irgendwie so einen kleinen Peter Cushing-Vibe gegeben. Mit Peter Cushing-Vibes kann man eigentlich nie so richtig was falsch machen. Deren Report, also mit der Invisible Woman und dem Professor, war dann doch das große Highlight dieses Films und ich hätte mir eher mehr davon gewünscht. Der snobbige Playboy-Charakter war mir dann doch ein wenig zu generes und dann doch manchmal zu nervig. Nichts gegen den Actor, er hat eine solide Performance abgeliefert, aber der Charakter war einfach nur sehr One-Note für mich. Als solches keine schlechte Comedy, aber nicht etwa für meinen Geschmack. Die originalen Universal Monster Filme sind ikonisch für einen guten Grund. Viele dieser, egal welche diese es sind immer noch heutzutage sehr hoch angesehen und ich kann verstehen warum. Und auch wenn ich ein paar von diesen jetzt vielleicht etwa nicht so hoch ansehe, wie manch andere es würden, so doch finde ich, dass The Mummy aka die Mumie zwar auf der schwächsten Ebene ist von diesen originalen Filmen, aber dennoch allein schon an der Ranghöhe her definitiv sehr viel Lob verdient. The Mummy ist einfach nur ein wirklich gut gemachter Film in meinen Augen. Zwar hat er vielleicht etwa nicht dieselbe filmische Sprache wie The Invisible Man, Pride und so weiter, zu denen wir später kommen, aber meine Güte, visuell ist er auch wirklich prachtvoll und bietet paar sehr wundervolle Szenen oder wundervolles Imagery zu sich. Sei es nun das Close-Up von Boris Karloffs Charakter, was an manchen Stellen ein wenig overused wird, aber dennoch sehr überzeugen kann, oder auch paar der Flashback-Szenen, die an manchen Stellen wirklich brutal sind für ihre Zeit. Was wir etwa hier kriegen, ist visuell sehr prachtvoll und bietet paar wirklich gute Szenen zu sich. Visuell kann ich wirklich etwa da nichts etwa meckern. Von Performance her kriegen wir auch paar wirklich gute. Boris Karloff, muss ich überhaupt das erwähnen, er spielt seine titelgebende Rolle fantastisch einfach nur. Er hat eine so besondere Präsenz zu sich, die man einfach nur wirklich groß loben kann. Seine Lead-Performance hier macht diesen Film zu was Besonderem. Und wäre es nicht für ihn, würde ich vielleicht den Film vielleicht eher mehr runtersehen. Und auch kann ich etwa die weibliche Lead wirklich hier loben, und zwar Sita Joan, die eine wundervolle Performance ausgibt. Manche der weiblichen Leads in diesen Universal Monster Filmen kriegen dann doch etwa nicht so viel Material zu sich und können davon jetzt vielleicht nicht die interessanteste oder beste Performance abliefern. Viele dieser machen einen sehr soliden Job und ich möchte das etwa auch nicht etwa an den Actresses angehen, aber hier hat unser weiblicher Lead so einiges Gutes zu sich an Material und dadurch ist die Performance von Sita, ich hoffe, ich habe den Namen nicht geputzert, by the way, eine wundervoll einfach nur. Natürlich, mit der Mumie und seiner ganzen Filmserie kann man so einiges sagen,
betrachten, auch von heutiger Sicht, ist das definitiv die wohl am schlechtesteren gealterte Universal Monster Serie. Immerhin hatten viele der anderen Universal Monster Filme dann doch manche Kulturen sehr falsch portrayed und das kann man hier definitiv bemängeln. Die Mumie, ein sehr guter Film, der an manchen Momenten sehr prachtvoll ist und vor allem von wundervollen Performances und im Visuellen lebt. Und habe ich schon erwähnt, dass der Film durch den Lack an Musik wirklich was Besonderes ist. An manchen Stellen ist es auch einfach nur super eerie und untermauert diese Atmosphäre so verdammt gut. Vielleicht nicht der größte Fan von diesem Film, aber dennoch, man kann jetzt nicht etwa so viel falsch machen mit diesem. The Invisible Man Returns ist ein seltsamer Film für mich. Denn anders als das Original, was ich sehr viel abgewinnen kann, ist dieser Film dann doch etwa ein großer Tone-Shift. Nicht nur tonal ist er deutlich anders, auch etwa in der Art und Weise, wie er sich anfühlt, ist er dann doch etwas sehr weit geschoben von seinem Original. Und zum Original kommen wir später, aber ich kann schon mal spoilern, ich bin großer Fan von diesem Original. Nichtsdestotrotz hat dieser Film so einiges zu bieten, was ich etwa mag und ein paar Dinge, wo ich ein wenig unsicher bin. Zum einen kann man sagen, dass die melancholische Art und Weise, die dieser Film ausstrahlen möchte, relativ gut gekommen ist. Man kann mal wirklich dieses Feeling durch diesen Film pur fühlen. Und das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall hoch loben kann. Genauso loben kann ich etwa die vermutlich eine der earlysten Performances von Vincent Price, der hier unseren titelgebenden Invisible Man spielt. Man konnte mal nicht etwa Claude Rains zurückkriegen für den Invisible Man, aber Vincent Price ist definitiv keine schlechte Neubesetzung. Ich mag es auf jeden Fall, dass man sich ein wenig anders versucht hat und ein wenig weg vom Horror bzw. den Antics des ersten Teils gegangen ist. Dann hätte man das nochmal gemacht, wäre es vermutlich eher weniger so dolle. Was man an Sicht eines anderen Invisible Man Films wirklich gut erkennen kann, worüber wir schon etwa geredet haben. Dennoch, Invisible Man Returns hat immer noch etwa wirklich erstaunlich gute Effekte. Die Unsichtbarhaftigkeit unseres titelgebenden Charakters ist immer noch erstaunlich all die Jahre später. Wirklich viele Worte habe ich zu diesem Film leider auch nicht zu sagen. Er ist sehr solide, kommt aber nie etwa an die Antics des Original an, auch wenn er an manchen Stellen es versucht. Und dennoch, ich denke, es ist immer noch ein sehr solider Follow-up, auch wenn er nie wirklich einer meiner großen Favoriten ist. Dracula ist ein Klassiker unter diesen ganzen Universal Monster Filmen. Wenn man über Dracula denkt, dann denkt man vermutlich über Christopher Lee und vor allem Bela Lugosi als der Charakter. Und das auch zu Recht, denn Bela Lugosi trifft hier eine wundervolle Performance aus. Lugosi und sein Dracula ist ikonisch für einen guten Grund. Denn er hat so eine bestimmte Präsenz zu sich, einen bestimmten Charme zu sich, den nur wenige Dracula-Actors wirklich replicaten oder können. Und dennoch bin ich nicht so ein großer Fan von diesem Film. Versteht mich nicht falsch, er hat so einiges Gutes zu bieten. Die Atmosphäre hier ist einfach nur wundervoll. Es hat eine der besten Atmosphären in irgendeiner der Universal Monster Filmen. Und auch wie es visuell manchmal aussieht, ist eine Pracht. Wie man Bela Lugosi als der Dracula inszeniert, ist einfach nur wundervoll. Und generell habe ich schon erwähnt, dass Bela Lugosi das große Saving Grace dieses Films ist. Es ist kein Wunder für mich, dass er die Ikone für Dracula schlechthin geworden ist. Sein Acting hier ist einfach nur impeccable. Und das Acting der anderen Leute ist auch ziemlich solide. Aber so gegeben, als solches, ich weiß auch nicht. Ich weiß, es ist vermutlich etwa nicht so populär, sowas zu sagen. Aber ich finde, dieser Film suffert vor allem von Pacing Issues. Klar könnte man das sagen über einige ältere Universal Monster Filme, aber dieser Film hat so einige Pacing Issues für mich. An manchen Stellen fühlt es sich ein wenig langatmig an. Und ich habe nichts dagegen, wenn sich ein Film langatmig anfühlt. Manche Filme können das wirklich gut machen oder für diese passen das wirklich gut. Aber hier, ich weiß ja auch nicht. Hier funktioniert das leider für mich eher weniger so gut und kommt am Ende des Tages dann doch eher weniger so gut heraus. Als solches sollte man diesen Film definitiv gesehen haben. Er ist ein Klassiker und so lang ist er natürlich auch nicht. Diese Universal Monster Filme in der Regel sind relativ kurz oder nicht so lang, also kann man die meisten von ihnen ganz schnell sich mal anschauen. Und ich empfehle auch wirklich jeden Mal, sich Dracula selber anzuschauen. Denn es gibt so einige wundervolle Dinge hier an diesem Film, die ich auch wirklich loben kann. Vor allem die Lead-Performance des titelgebenden Charakters. Aber ich weiß auch nicht, ich bin leider kein großer Fan dieses Films. Großen Applaus geht an Abbott und Costello meets the Mummy aka die Mumie. Falls ihr dieses Ranking euch genau angeschaut habt, dann habt ihr bestimmt schon gemerkt, dass ich etwa weder ein großer Fan von den Mumienfilmen als auch den Abbott und Costello meets Film bin. Und dennoch war es ein wenig begeistert von diesem Film. Würde ich behaupten, dass es einer meiner Lieblinge ist? Definitiv nicht.
nicht, aber sehr unterhaltsam. Mehr sogar. Er ist der zweitbeste Abbott und Costello meets Film für dieses Ranking. Denn auch wenn dieser Film die komplette Antithese zu all den vorherigen Abbott und Costello meets Film ist, so doch funktioniert er erstaunlicherweise, überraschenderweise ziemlich verdammt gut. Aber was meine ich damit? Die vorherigen Abbott und Costello Filme waren mehr oder weniger Universal Monster Filme oder Universal Dramas, eben mit den Unsichtbaren zum Beispiel. Und man hat mal eigentlich fast alles ernst genommen, abseits von den zwei Abbott und Costello Charakteren. Hierbei macht man einen kompletten Tonal-Shift, denn hier sind nicht nur Abbott und Costello mehr oder weniger die Slapstick, die Comedy-Charaktere. Fast jeder Charakter aus diesem Film ist ein wenig komödiantischer, mehr campiger und ein wenig over the top. Am besten würde ich den Film als over the top beschreiben, denn er geht eine komplett andere Art und Weise an und ist einfach nur eine komplett pure Comedy. Und ich habe schon erwähnt, ich bin kein großer Fan von den Abbott und Costello Brand an Comedy und dennoch hat der für mich erstaunlicherweise gut funktioniert. Vielleicht ist aber dieser Fokus auf pure Comedy meine bevorzugte Art an den Abbott und Costello meets Film. Vielleicht war auch einfach nur die Umsetzung der vorherigen zwei Abbott und Costello Filme, über die wir geredet haben, vielleicht nicht zu deren Günste. Dieser Film ist übertrieben, dieser Film hat ein paar der verrücktesten Slapstick-Momenten in all diesen 4 Abbott und Costello Filmen und dieser Film hat definitiv einen Hauch an vielen campy Schurken, Momenten und Co. Es ist deutlich mehr eine Abbott und Costello Comedy als ein Universal Monster Film oder Universal Drama. Und dennoch mag ich ihn ziemlich sehr. Für mich ist das etwa eine gute Kombination und vielleicht auch einfach dieser komplette Genre-Shift war vielleicht ein wenig erfrissen, nachdem ich die vorherigen 3 Abbott und Costello Filme gesehen habe. Und da die doch nach einer Wahl ein wenig ein ermüdeter Stick hatten, wie sie etwa mit den Monsters und Costello und Abbott umgegangen sind. Von daher, großer Fan dafür. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, dass es sowohl Abbott und Costello als auch die Mumie relativ mochte in einem Film. Aber hey, ihr habt das geschafft. Großes Daumen hoch dafür. Und ich habe die Mumie noch nicht mal erwähnt. Die Mumie spielt eine fast kaum existente Rolle und kommt erst in den letzten 20 oder 30 Minuten so richtig in den Film rein. Aber was man mit der Mumie macht, ist ziemlich spaßig. Zugegeben, ich werde jetzt auch nicht etwa behaupten, dass es etwa wirklich lachen musste bei den Film. Aber manche Schmutzler, manche, oh, der Sog war sehr amüsant oder clever. Also gratuliere Abbott und Costello meets the Mummy. Du bist der zweitbeste Abbott und Costello Film aus dem Ranking. In der Zeit hatten die Universal Monster Filme so einige Filme, mit denen sie etwa ihr Ende feiern könnten. Aber dass man etwa mehr oder weniger den Abgang mit The Creature Walks Among Us gemacht hat, ist für mich irgendwie ein perfektes Ende dieser Ära an Universal Monster Filmen. So doch geht dieser Film einen Schritt weiter und distanziert sich wirklich vom Horrorgenre. Und während ich das bei manch anderen dieser Filme bemängelt habe, finde ich, dass dieser Move hier definitiv deutlich mehr Sinn macht. Vor allem, da ich die Core-Idee wirklich mag. Denn während im zweiten Teil der Gilman zu einer Attraktion wird, ist er hier etwa in diesem Teil mal wieder gefangen. Statt aber wirklich dieses Fate wiederzukriegen, wird etwa ihm die Chance gegeben, sich in die Gesellschaft zu intrigieren. Und dadurch kommt auch etwa ein neues Redesign. Leider aber kein Design, wo ich etwa so ein großer Freund bin. Er ist nicht so ikonisch wie das erste und auch wenn ich verstehen kann, warum er redesigned worden ist, so doch bin ich leider etwa nicht der größte Fan davon. Aber die Idee ist wirklich sehr solide und was man hier macht, ist ein sehr interessanter Twist an der typischen Monster-Formula von Universal. Denn man könnte mal argumentieren, dass ein Mensch-Charakter in diesem Film mehr oder weniger das richtige Monster dieses Films ist. Eine Sache, mit der man schon immer mal wieder vor allem in diesen Classic Universal Monster Filmen gespielt hat. Sei es nun mit solchen Filmen wie Frankenstein oder auch dem Wolfman. Diese haben natürlich auch etwa auch einen Sympathiepunkt mit dem Monster, sei es nun das kindliche Verhalten von Frankensteins Monster oder natürlich eben der ganze Arc mit dem Wolfman, wo er mehr oder weniger gegen seinen Willen immer mal wieder zum Werwolf wird. Das nimmt man etwa auch hier wieder auf und man kriegt mal auf jeden Fall die melancholische Art und Weise des Gilmans hier wieder zu sehen. Klar, so wirklich impressive Szenen wie die Unterwasserszenen des ersten Teils haben wir nicht. Klar, die Atmosphäre ist hier auch mal wieder nicht die idealste und klar, persönlich bevorzuge ich dann doch das Original. Aber als solches finde ich, dass dieses Ende für den Gilman sehr solide und sehr würdig ist, vor allem für die Universal Monsters. Sie hätten so einfach mit einem teilweise mäßigen Crossover ausgehen können, aber mit einer originalen Monster-Idee, die auf jeden Fall die Themes, die Ideen der originalen Monsters ein wenig weiter aufbringt und was Originelles damit macht. Auch wenn der Gruselfaktor hier fehlt, fühlt man einfach den Spirit der Universal Monsters.
Monsters. House of Frankenstein ist definitiv anders, als ich es zuerst erwarten würde. Es ist ein Monster-Mass-Up-Film, ein Crossover der Universal Monster-Film und ein weiterer Schritt mit diesem Crossover-Film. Nachdem Frankenstein meets the Wolfman definitiv ein Erfolg anscheinend war, hat man sich entschieden, Dracula dazu zu nehmen und so entstand etwa ein ikonisches Trio, was auch noch heutzutage in der Popculture mehr oder weniger seinen Fußabdruck zu spüren kriegt. Sei es nun in solchen Serien wie The Monsters oder. Das Pairing zwischen Wolfman, Dracula und Frankensteins Monster ist ikonisch zu einem guten Grunde. Und das hat dieser Film mehr oder weniger als ein Foundation gelegt. Aber abseits davon kann dieser Film überzeugen. Nun spielen wir doch mal zurück und gehen wir mal die Monsters aus, Stück für Stück. Zum einen haben wir Frankensteins Monster, gespielt hier von Clarence Strange, der auch in all den anderen Frankenstein-Appearances ihn spielen würde. Und er macht eine sehr solide Performance. Er ist kein Lon Chaney Jr. oder auch Boris Karloff, aber seine Performance als das Monster ist immer noch sehr solide. Auch hier haben wir leider etwa nicht Bela Lugosi wieder als Dracula, sondern etwa Sean Caron, der irgendwie nicht das Exotische, das Charmante von Dracula so gut etwa aufbringt, aber immer noch einen guten Part etwa hier spielt, auch wenn es jetzt etwa nicht der ikonischste Dracula von Universal überhaupt ist. Dennoch sehr solide und er hat auch irgendwie seinen ganz eigenen Charme. Und natürlich mein persönlicher Favorit, Larry Talbot, aka The Wolfman. Ein Charakter, über den wir schon in mehreren Filmen verfolgen können und er hat immer noch dasselbe Ziel, zu sterben, um eben den Fluch des Wolfmans, des Werwolfs eben, loszuwerden. Er ist definitiv der Mainplayer in diesem Film größtenteilig und das auch zu einem guten Grunde, denn er funktioniert einfach nur so gut als der Protagonist-Charakter. Und auch wenn Boris Karloff nicht das Monster spielt, so doch ist er hier auch zu sehen als Professor Niemann, der einen wirklich guten Part hier hat. Besonders mag ich die Szene, wo Karloffs Charakter und das Monster sich Auge zu Auge ansehen und man irgendwie einen bestimmten Bond etwas zwischen den beiden merkt. Es ist bestimmt eine nette Not einfach nur, aber ich mag diese Szene absolut. Und auch das Finale mit allen den Monsters ist sehr spaßig. Zugegeben, Draculas Part hier ist sehr gering und der hat einfach nicht so viel zu tun. Also bin ich dir etwa nicht surprised, dass er nicht etwa so stark vermarktet wurde. Aber dennoch schade, wenn man etwa so ein großes Trio hat und dann etwa einen der drei jetzt nicht so stark nutzt. Frankensteins Monster dagegen wird sehr solide genutzt und der Wolfman, wie gesagt, sehr gut. Das Crossover hat definitiv seine Probleme. Die Side-Characters sind jetzt auch nicht so dolle. Es gibt auch einen Charakter, der ein wenig unfair behandelt wird, finde ich. Und es gibt auch eine teilweise Romance-Triangle, was ich jetzt auch kein großer Fan von bin. Es funktioniert, I guess, in diesem Film, aber dennoch, ich bin kein großer Fan. Generell, der Film ist definitiv flawed und jetzt auch nicht etwa so spaßig wie das vorherige Crossover oder wie man es zuerst erwarten würde. Aber dennoch ist es eine spaßige Zeit. Der erste richtige Universal Monster Feature-Film, Betonung liegt hier auf Feature-Film. Ich weiß, Dr. Jekyll und Mr. Hyde kamen davor und zählt auch etwa unter diesen klassischen Universal Monster Film. Aber da dieser Film relativ kurz ist, dachte ich mir, ich behalte ihn lieber mal weg. Ist The Hunchback of Notre Dame, aka der Doktor von Notre Dame, was kein so richtiger Horrorfilm oder Monsterfilm ist. Denn auch wenn dieser Film definitiv ein paar DNA-Streifen zu den späteren Universal Monster Filmen beinhaltet, so doch unterscheidet er sich definitiv in manchen Aspekten. Mit fast 2 Stunden ist dieser Film viel länger als ein regulärer Universal Monster Film, der dann doch etwa so die 1 Stunde bis 90 Minuten ging. Es ist auch einer der wenigen Stummfilme, basierend auf einer Geschichte, die sehr ikonisch ist und auch etwa von Disney verfilmt worden ist in einer wundervollen Art und Weise, bietet der Hunchback of Notre Dame, die Universal-Version, so einiges Gutes. Wir haben unter anderem den Character Actor Lon Chaney, der hier auch mal wieder eine sehr gute Performance abliefert. Man kann mal definitiv sich streiten über das Make-up und wie die Umsetzung des Hunchback ist in den Jahren zuvor. Das ist definitiv ein wichtiges Thema zu besprechen, aber dennoch finde ich, dass die Performance von Chaney als solches eine sehr solide ist, auch wenn er zugegeben deutlich kürzer kommt in diesem Film, als ich zuerst gedacht habe. Denn für mich ist die große Hauptrolle hier Patsy Ruth Miller als Esmeralda und wir verfolgen sie für einen guten Teil des Films und ich definitiv für einen guten Teil des Films auch das Herz dieses Films. Ihre Performance ist wirklich gut und sie bringt den Charakter sehr gut zum Leben. Dabei muss ich auch etwa anmerken, dass es bestimmte andere Plotlines hier gibt. Zum einen etwa eine Frau, die mehr oder weniger die verflucht die ganze Zeit, weil sie denkt, dass sie das Dehen ihres Kindes zu tun hat. Aber dann, Spoiler-Alarm für einen Film, der schon über 100 Jahre alt ist, erfährt, dass sie ihre Tochter ist, die gestohlen worden ist, dann etwa um Hilfe schreit, wenn etwa die Execution von Esmeralda kommt. Ist wirklich wundervoll gespielt und ein schöner kleiner Subplot, der hier schön gepayoff wird mit einem schönen kleinen Twist. Generell, dieser
dieser Film war deutlich anders im Vergleich zu dem, was ich etwa erwartet habe. Was sie etwa erreicht haben und wie sie etwa die Welt von Notre Dame etwa zum Leben erbracht haben mit ihren Sets, ist wirklich unglaublich und bietet so einiges Gutes zu sich. Generell, dieser Film ist sehr effektiv in seiner Erzählung und zeigt auch einfach nur die Schönheit von diesen Stummfilmen und wie sie mehr oder weniger Face Expressen zu ihren Günsten genutzt haben. Denn ohne diese, was würde man etwa machen mit diesen Filmen? Wie würde man wissen, wie es nun niemand etwa führt? Was Besonderes ist natürlich etwa die titelgebende Figur von Quasimodo, die natürlich dann doch etwa deutlich sympathisch etwa für uns etwa vorgestellt wird im Vergleich zu manch anderen dieser Monsters. Und dennoch viele der Early Universal Monster Filme haben etwa die Nuance, dass man immer noch etwa sich etwa fühlt für das Monster, sei es nun Frankensteins Monster oder vor allem etwa so jemand wie Larry Talbots Wolfman. Und damit hat dieser Film definitiv eine Sache sehr ähnlich zu den späteren großen Klassikern, den ganz bekannten. Als solches bevorzuge ich vermutlich etwa andere Adaptionen der klassischen Story, denke aber immer noch, dass diese Adaption eine sehr würdige ist, mit so viel, was man etwa wirklich etwa hochloben kann. The Creature of the Black Lagoon könnte für den einen oder anderen ein sehr simpler, sehr basic Film auf den ersten Blick sein. Und zugegeben, ich kann auch etwa nicht so viel dagegen argumentieren. Ist sehr simpel gehalten, hat aber auch dennoch ein paar sehr nette, kleine Dinge zu sich, die ihn so besonders machen. Der Gillman, aka das Creature, oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt, ist ein ikonischer Charakter für einen guten Grund. Und das Make-up, wie man etwa den Kostüm gemacht hat, und generell, wie man etwa den Gillman umgesetzt hat, ist auch heute noch wundervoll gemacht. Für mich ist es einer der ikonischsten Looks für Universal Monsters schlechthin. Und da der Gillman dann doch ein wenig mehr eigener ist als die anderen Universal Monsters, die immerhin auf Source Material wie Dracula, Frankenstein und so weiter basiert haben, macht der Gillman was ganz Besonderes. Abseits davon, dass er auch noch etwa eine kleine, schöne Mini-Trilogie hat im Vergleich zu den anderen Monsters mit sehr, sehr vielen Sequels. Der erste Film ist simpel, weiß aber auch, wie simpel er ist und nutzt das etwa zu ein paar sehr effektiven Momenten. Der Gillman wird uns etwa nicht so oft etwa gezeigt, wenn er aber gezeigt wird, dann hat er eine schöne Präsenz zu sich und sein Actor Recurrent Browning, ich habe den Namen vermutlich gebutzert und ich entschuldige mich dafür schon mal im Voraus, bringt eine wirklich gute Body Language zu dem Charakter. Das größte Lob geht aber in den Film für mich an Julie Adams, die unseren Female Lead hier spielt und einen wirklich guten Job macht. Ihr Charakter ist zwar jetzt etwa nichts etwa groß zum Aufschreiben, hat aber eine schöne Präsenz zu sich, macht auch einfach nur was Schönes aus sich in diesem Ensemble-Cast. Und dass dieser Film so einen Ensemble-Cast hat, die etwa in den Amazona River gehen und dann Stück für Stück mehr oder weniger an den Gillman weggehen, bringt auf jeden Fall den Film auf einer anderen Ebene im Vergleich zu den simplen gehaltenen und dann doch etwa ein bisschen stumpfen Formulaic Entries, wo es einfach nur eine Person ist, die von den Monster gejagt wird oder sonstiges. Nein, hier kriegen wir einen Ensemble-Cast, der jetzt etwa nicht etwa das Austragendste ist, für mich zumindest, und mit manchen Rivalitäten, vor allem zwischen unseren großen zwei May-Co-Stars, ein wenig nervig sein kann, aber hey, die Idee ist auf jeden Fall neat. Was man auf jeden Fall sehr hochloben kann, ist die Unterwasserszenen. Die Unterwasserszenen sind für mich, abseits von dem wundervollen Make-up und Kostüm und so weiter, vom Gillman eben, das große Highlight an diesem Film. Und auch wenn die vielleicht etwa heutzutage jetzt etwa nicht so besonders aussehen, waren die definitiv sehr revolutionär für die Zeit und meiner Meinung nach sehen die immer noch wirklich gut aus, weil man muss auch bedenken, dass man wirklich hier etwa mehr oder weniger unter Wasser gefilmt hat und es ein wenig so gemacht hat eben. Wie man das etwa gemacht hat, hat wirklich gut und effektiv einfach nur gepasst. Genauso ist auch etwa das schöne Build-up, bis wir etwa den Gillman wirklich sehen, eine schöne Idee und bringt jedem Monster eine schöne Präsenz zu sich, auch wenn das Monster für eine lange Zeit nicht onscreen gezeigt wird. Diese kleinen Szenen, diese kleinen Momente, wo unser Ensemble-Cast mehr oder weniger Angst hat von den Gillman, was da etwa nun etwa draufstecken könnte, ob dieses Gerüst etwa wirklich wahr ist, macht den Film umso einiges interessanter. Vielleicht ein wenig basic, aber eine unterhaltsame Romp, die definitiv gut in diese Universal Monster Szene gefahren ist, mit paar kleinen, schönen neuen Ideen und auch einen schönen kleinen Mix, beziehungsweise Samen eines B-Movies der 50s. Wolfman ist im Vergleich zu den früheren Universal
Ablegern, die nach den ganz großen Originalen kamen, dann doch sehr anders. Denn während diese Sequels, Spin-offs, was auch immer ihr das nennen wollt, oftmals versuchten, sehr anders zu sein im Vergleich zu ihren Originalen, beziehungsweise manchmal sehr krasse Genre-Shifts hatten, wie mit den unsichtbaren Filmen, so doch ist Wolfman ein sehr simpel gestrickter Monsterfilm. Es geht um einen Werwolf, aka Larry Talbot, gespielt von Lon Chaney Jr., der mit der Zeit, wie ihr an diesem Ranking merken könnt, definitiv ein Liebling-Actor von Universal im Punkto Monsterfilm geworden ist. Seine ikonischste Rolle aber schlechthin ist natürlich der Wolfman, den er originated hat hier. Und Larry Talbot ist ein wirklich faszinierender Charakter, über den ich etwa so einiges schwärmen kann und bestimmt schon einiges geschwärmt habe in diesem Ranking. Lon Chaney bietet einfach eine wundervolle Performance und verkörpert einfach wirklich den Konflikt von Talbot so gut, dass er mehr oder weniger mit diesem Fluch gecursed ist und nicht wirklich etwa zu dem Wolfman, aka den Werwolf will. Es ist mehr oder weniger eine Verwandlung gegen seinen Willen und deswegen ist er mehr oder weniger komplett am Hintern. Jeder Versuch, irgendwas dagegen zu machen, scheint auch nie etwa wirklich zu funktionieren. Aber wie man etwa diesen Early Larry Talbot umsetzt, ist wirklich einfach nur wirklich gut. Das Make-up ist zwar ein wenig cheesy heutzutage und es gibt jetzt auch nicht etwa so viele Szenen mit dem Wolfman, wie man zuerst denken würde, aber die Szenen, die man hat, sind wirklich gut oder zumindest sehr effektiv. Genauso effektiv ist dabei die Direction hier, die einfach nur wundervoll ist. Sei es nur etwa die genebelte Wälder oder. Das Setting, die Locations werden einfach so gut rübergebracht und das Direction enhanced einfach nur den Film so ungemaß. Wirklich, Wolfman lebt einfach nur von der wundervollen Direction, die hier gebietet wird. Und natürlich auch von der wundervollen Performance von Lon Chaney Jr. Auch andere Kandidaten aus dem Universal Monster Katalog sind hier zu finden. Sei es nun Bela Lugosi in einer kleinen Rolle oder auch Claude Rains, der natürlich etwa den Invisible Man gespielt hat im originalen Film. All diese haben natürlich eine kleine Rolle, aber es ist schön zu sehen, dass man etwa diese Actors immer reused oder eine neue Rolle gibt. Und man kann man nie Nein sagen zu Lugosi, oder? Auf jeden Fall, Wolfman ist ein sehr simpler Film, aber auch sehr knackig deswegen darüber. Er erinnert sich wirklich gut, was diese Monsterfilme, vor allem die originalen Monsterfilme mit Dracula, Frankenstein und Co. so besonders, so beliebt gemacht hat. Und er setzt es einfach nur wirklich gut um. Während Son of Frankenstein immer noch ein sehr guter Frankenstein-Film ist, so doch bevorzuge ich den Nachfolger Ghost of Frankenstein ein Stück mehr. Vermutlich liegt es daran, weil anders als Son of Frankenstein dieser Film dann doch deutlich kürzer ist. Nicht gegen die Länge von Son of Frankenstein, aber ich muss zugeben, dass die Länge diesem Film dann doch ein wenig zu viel war. Hierbei haben wir etwa eine knackige Stunde an Film und meine Güte, es funktioniert wirklich gut. Das Pacing funktioniert hier exzellent. Ich bin wirklich überrascht, wie manchmal dieses Pacing bei diesen Early Universal Monsterfilmen dann doch relativ gut gealtert ist. Und hierbei ist es keine Ausnahme. Wenn sogar, würde ich behaupten, dass es eines der bestgepacesten Universal Monster Classic Filme vermutlich ist. Dieses Mal haben wir leider nicht mehr Boris Karloff in der ikonischen Rolle des Monsters, aber dafür haben wir eine andere Horror-Monster-Ikone. Lon Chaney Jr., der schon einige andere Universal Monsters verkörpert hat. Nimmt hierbei etwa die Rolle des Monsters auf und er macht einen wirklich guten Job. Vor allem sein Physical Acting hier ist sehr gut. Natürlich hat er nicht wirklich etwa Voice Lines hier, aber das, was wir kriegen vom Monster mit dem Physical Acting ist wirklich unglaublich. So kriegen wir etwa eine Szene mit dem Monster, wo das Monster mehr oder weniger auf ein kleines Mädchen trifft, ähnlich schon wie beim ersten Teil. Dieses Mal aber es schafft, sie nicht etwa aus Versehen zu töten wie beim ersten Teil. Man merkt mal, das Monster lernt etwa dazu und es ist auch etwa interessant, was man mit dem kleinen Mädchen macht. Ich mag diese Szene wirklich sehr mit dem Ball, der mehr oder weniger auf ein Dach gelandet ist und wie das Mädchen etwa dieses Monster einfach casual fragt, ob es etwa das holen kann und all die Leute mehr oder weniger erschrockt, ängstlich über das Monster sind und wie man diese Brutalität mit Paar der Toten des Monsters und die Senternis des Monsters gegenüber des kleinen Mädchens stellt, ist wirklich unglaublich gut. Das war wirklich meine Lieblingsszene aus dem Film, wenn nicht sogar einer meiner Lieblingsszene aus den ganzen Frankenstein-Franchise hier. Genauso Bela Lugosi als Igor. Was für ein Place einfach nur. Lugosi ist ein fantastischer Schauspieler und bietet einfach nur eine wundervolle Performance hier als Igor aus. Seine komische Freundschaft und wie er etwa mit dem Monster umgeht, ist wirklich unterhaltsam und er ist definitiv das große Highlight dieses Films. Wenn es einen Scene-Stealer gibt, abseits von Lon Chaney, dann ist es Lugosi. Igor ist immer noch
ein sehr unterhaltsamer Charakter. Und auch das Ende, wie sein Gehirn mit dem Monsters Gehirn ausgetauscht wird, ist wirklich ein sehr interessantes Ende. Generell alles rund um die Gehirnaustauscherei bietet sehr viel zu sich. Und meine Güte, das Ende ist sehr explosive. Man hat mal wirklich hier keine Kosten gespart. Allen in allem ist dieser Film sehr knackig, bietet etwa einen guten Insight sowohl ins Monster, sowohl ins Igor. Und ich bevorzuge auch diesen Sohn des Frankensteins. Und ja, er hat einen weiteren Sohn, Ludwig Frankenstein, der meiner Meinung nach ein wenig interessanter ist. Vor allem, weil er sich so stark distanziert hat im Vergleich zu seinem anderen Bruder, der einfach mehr oder weniger in die Kasse von seinem Vater eingezogen ist, ohne viel Bedenken. Es ist wirklich ein eher interessanter Kontrast. Also es ist ein sehr würdiges und gutes und continuity-heaviges Sequel, was ich sehr mag und einfach sehr unterhaltsam finde. Abbott und Costello meets Frankenstein ist für mich der beste der Abbott und Costello meets Monsterfilmen. Auch wenn er zu der Verwirrung von Frankenstein und Frankensteins Monster weiterhin dazu führt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Abbott und Costello meets Frankenstein ist der erste dieser Abbott und Costello Universal Monsterfilme und für mich hat er definitiv was sehr Semantisch zu sich. Denn nicht nur kriegen wir Frankensteins Monster hier zu sehen, sondern auch The Wolfman, wieder mal gespielt von Lon Chaney Jr., auch nachdem er etwa gekürt worden ist am Ende von House of Dracula von seinem Werwolfwesen. Und hier auch bei kriegen wir auch zu sehen Dracula, dieses Mal zum ersten Mal in Filmform reprised von Bela Lugosi und was ein Joy, ihn hier wieder zu sehen. Seine Performance als Dracula ist fantastisch, einfach nur hier. Ihn wiederzusehen zeigt uns einfach, was wir etwa mehr oder weniger vermisst haben mit weiteren Sequels mit ihm in der Rolle. Was ein Actor und vermutlich mein Lieblingsactor der Universal Monsters in all den Filmen. Was für eine wundervolle Performance. Lon Chaney Jr. als Wolfman überzeugt mich auch hier wieder. Er spielt wieder diesen sehr deprimierten, sehr ängstlichen, jede Sekunde könnte der Wolfman wieder werden, Charakter aka Larry Talbot. Und ich mochte es, dass man etwa einen bestimmten Aspekt hier zu sich geaddet hat. So jagt er etwa die Monsters wie Frankensteins Monster und Dracula, was auf jeden Fall einen schönen Touch zu sich gibt und was anderes ist auf jeden Fall. Ich lieb's auf jeden Fall, wie man diesen Film so gemacht hat, dass Abbott und Costello zwar ihre typischen, komödiantischen Antics und Slapstick-Momente in sich hatten, aber die Monsters etwa sehr ernst gespielt werden, ohne irgendeinen Sinn an Comedy oder so weiter. Das für mich schreit einfach nur nach guten Camp und funktioniert wirklich, wirklich gut. Auch wenn ich etwa nicht der größte Fan der Comedy-Pranks von Abbott und Costello und diesem Film bin, so doch finde ich, dass dieser Film so einige amüsante Momente in sich hatte. Sei es nun der Moment, wo Costellos Charakter die ganze Zeit irgendwas hört und ruft, dass Dracula da ist und so weiter und Abbotts Charakter immer hinkommt und immer angenervter wird. Das war ein wirklich spaßiger und sehr lustiger Moment einfach nur. Abseits davon gibt es ein paar witzige oder amüsante Antics hier zu finden, aber die meisten von diesen waren dann doch nur einfach nur amüsant und keine großen Lacherbrüller. Abbott und Costello machen einen guten Job hier, auch wenn es anscheinend etwa nicht die angenehmste Zeit war, mit diesen mitzuarbeiten, laut dem Director und einigen, die an diesem Film mitgearbeitet haben. Das Monster hier ist solide, aber zugegeben, so viele Worte habe ich jetzt nicht zu verlieren. Clarence Strange macht immer noch eine sehr solide Performance als das Monster aus und ich bevorzuge ihn hier am meisten. Vermutlich meine Lieblingsperformance hier von ihm als das Monster. Und wie all diese Strengths zusammenkommen, ist sehr, sehr spaßig. Ich lieb's, dass man Dracula mehr oder weniger den großen Fokus hier gegeben hat. Und habe ich schon die Story erwähnt, die Story ist wirklich bonkers. Dracula müsste den Charakter von Costello haben und sein Gehirn in den Körper des Monsters bringen. Also kriegen wir sowas ähnliches, wie wir schon etwa in Ghost of Frankenstein gekriegt haben. Und das ist auch ein sehr bonkerhaftiger Plot, aber passt für diese sehr, sehr, sehr doch absurde, teilweise auch sehr anderweitige, tonale Art und Weise für diesen Film. Für mich ist das ein wirklich guter Crossover-Film und an manchen Aspekten das, was ich mir gewünscht hätte von House of Frankenstein und teilweise auch House of Dracula. Ein guter Crossover-Film, der all die Monsters wirklich gut nutzt, auf einer kreativen Art und Weise. Und wir haben Bela Lugosi, also kann ich mich jetzt auch nicht beschweren. Kennt ihr das? Ihr schaut euch einen Film an und je mehr über diesen Film nachdenkt, desto mehr mögt ihr ihn. Vielleicht dachtet ihr euch beim ersten Mal schauen, nachdem dieser Film geendet ist, ja, er war ziemlich solide, ich mochte ihn, aber je mehr ihr darüber denkt, desto mehr mögt ihr ihn. Dasselbe ist mir dabei mit Dracula's Daughter passiert. Ein sehr anderer Weg, ein Dracula-Sequel umzusetzen. Aber ein definitiv würdiger Weg, würde ich mal behaupten. Dracula's Daughter bringt etwa nicht den titelgebenden Count einfach so zurück, weil das wäre dann doch ein wenig öde. Nein, hierbei haben wir etwa die Hauptrolle, wie man vom Titel ausgehen könnte, Dracula's Daughter, gespielt von der wundervollen Gloria Holden. Und meine Güte,
Güte, was für eine Performance. Gloria Holden macht eine wundervolle Performance aus und sprüht einfach nur diese Dracula-Präsenz zu sich. Sie ist zwar nicht etwa ihr Vater, aber sie hat eine so elektrische Präsenz zu sich und enhance einfach nur die Atmosphäre dieses Films. Wir alle lieben Karloff als das Monster oder auch die Mumie, Claude Rains als der Invisible Man, Lon Chaney als der Wolfman oder auch natürlich Bela Lugosi als Dracula, aber ich finde, dass Gloria Holden definitiv einen Platz in dieser Liga verdient. Ihre Performance macht diesen Film umso einiges besser und ist auch einfach nur einer der besten Performances für mich aus all den Universal Monster Filmen. Was für eine glorreiche Performance. Auch die anderen Schauspieler hier machen einen wirklich guten Job. Wirklich viel zu bemangeln habe ich da etwa nicht. Was es auch hochloben kann, ist das Imagery einfach nur hier. Das Visuelle von diesem Film ist prachtvoll und bringt auch einfach nur das wundervolle Gothige in sich, was viele Vampirfilme anstreben. Aber manche vielleicht etwa nur ein paar der besten oder ein paar der visuell prachtvollsten erreichen können. Und dieser Film erreicht definitiv im Visuellen das, was man von einem Vampirfilm haben möchte. Und man kann mal so einiges sagen über die Story, dann auch wenn das Skript vielleicht nicht das allergrößte ist oder das interessanteste ist, doch vor allem, wenn man sich etwa Interpretation anschaut und vor allem allein von den Performances her und bestimmten Szenen hat man so viel Meat an der Story, dass es etwas schon unglaublich ist, dass man so viel über die Story sagen könnte. Ich persönlich empfehle euch definitiv, dass ihr vielleicht mal die ein oder andere Interpretation, die ein oder andere Review euch anschaut, denn ich habe so einige wundervolle gelesen, gehört und so weiter. Es ist auch einfach nur wirklich, wirklich wundervoll. Ein Sequel, was definitiv so viel mehr Liebe verdient und für mich vielleicht auch das Original ein wenig übertrümpft. Versteht mich nicht falsch, Lugosi als Dracula im Original ist immer noch genial und der Film ist auch wirklich, wirklich gut. Aber zugegeben, wenn man mich fragen würde, würdest du lieber den originalen Dracula nochmal ansehen oder dieses Sequel, dann werde ich vermutlich etwas zu dem Sequel gehen. Ein wundervoller Film und einer der underratedsten aus diesem Universal Monster Katalog. Wirklich, falls ihr Fans von Dracula, Vampiren oder seid auch einfach nur von älteren Filmen, dann ist dieser Film definitiv was für euch, denn er präsentiert definitiv die Schönheit von Black and White Filmen und was man damit da visuell prachtvolle Shots machen kann. Wundervoll einfach nur. Wisst ihr die Verwirrung darüber, dass das Monster oftmals als Frankenstein betitelt wird? Nun, ich blame Frankenstein means the Wolfman für diese Verwirrung. Denn dieser Film meinte natürlich vermutlich das Monster eher mehr, nutzt aber dennoch den Frankenstein-Namen, der eher mehr oder weniger das Ikonisch ist, das für den die Filme so bekannt ist. Monster meets Wolfman wäre vermutlich eher mehr ein wirklich langweiliger und öder Titel. Anyway, genug von diesem Pre-Ramble, reden wir doch mal über den allerersten großen Universal Monster Crossover Film. Bevor Freddy vs. Jason, bevor Alien vs. Predator, hatten wir Frankenstein meets the Wolfman und was für ein sehr spaßiger Film es ist. Es ist definitiv jetzt nicht etwa einer der besten oder atmosphärehaftesten Filme aus dem Universal Monster Katalog, aber in puncto Spaß ist es einer meiner absoluten Favoriten. Der Crossover-Aspekt wird hier wirklich gut gemacht, auch wenn wir größtenteils hier Larry Talbot als den Wolfman verfolgen und das auch für eine gute Portion der ersten Hälfte dieses Films. Es ist damit etwa sowohl ein direktes Sequel zu The Wolfman als auch Ghost of Frankenstein und macht da einen wirklich guten Job. Die Story von dem Wolfman wird gut weitererzählt und wir haben einfach eine wundervolle Szene im Krankenhaus, wo der Vollmond kommt und wir die Transformation vom Larry zum Wolfman sehen, die einfach nur so impressive und wirklich gut gemacht worden ist. Generell eine meiner absoluten Lieblingsszenen und eine dieser Wow-Szenen für mich wirklich. Auch heutzutage noch ist es eine Szene, die wirklich gut sich etwa hält. Der natürlich spaßigste Aspekt an diesem Film ist natürlich das Meeting zwischen den Monster und dem Wolfman. Wie sie kämpfen am Ende dieses Films ist sehr spaßig und beide nutzen etwa die Stärken von sich aus. Der Wolfman kann manchmal wirklich sehr schnell sein, sehr knifflig sein, während das Monster sehr eine brute Force ist und eine wirklich kräftige Force ist. Und das zu sehen ist einfach nur so spaßig und hält sich auch immer noch sehr gut ab von der Action her. Auch hier mag ich, was man etwa mit Elsa Frankenstein macht. Zwar wurde die Actress etwa recastet, was ein wenig schade ist für die Actress von Ghost of Frankenstein, da ich denke, dass die eine wirklich ziemlich solide Performance abgeliefert hat in diesem Film. Aber dennoch, ich bevorzuge diese Elsa Frankenstein ein wenig mehr. Und hey, jetzt macht zumindest der Titel Sinn, weil Wolfman trifft auf diese Frankenstein. Also Frankenstein means the Wolfman
Wolfman ist real. Wow. Und wir haben natürlich, wie typisch für einen Frankenstein-Film, einen Charakter, der das Monster wieder zum Leben bringen will und mehr oder weniger auch etwa dem Wolfman helfen möchte, dass er endlich mal sterben kann, um endlich mal seine Ruhe zu finden von diesem dummen Werwolf-Curse. Und natürlich wird er nach einer Zeit verrückt und möchte das Monster richtig etwa zum Leben erwecken und nicht etwa einfach nur als Energiequelle nutzen, um den Wolfman endlich aus seiner qualvollen Existenz zu holen. Wow, das ging ein wenig deep. Habe ich schon erwähnt, dass Larry Talbot, aka Lon Chaney Jr. einen wundervollen Job wieder mal gibt. Wirklich, bei jedem seiner Filme als der Wolfman kann ich ihn einfach nur bis zum Ende loben. Einer der Performances eines Universal Monsters schlechthin. Und dass er ihn über all die Wolfman-Filme gespielt hat, ist auch einfach nur ein impressive Feat, was es applaudieren kann. Als solches gibt es auch noch etwa eine sehr besondere Szene in diesem Film, wo wir etwa auf ein Fest sind und plötzlich all die Leute in einen sehr oktoberfesthaftigen Song reinkommen. Und diese Szene kommt einfach nur out of nowhere, beziehungsweise aus dem Nix. Und das war wirklich verwunderlich, aber hey, es ist eine spaßige Szene, ich weiß, es ist eine Love-it-or-hate-it-Szene für viele, aber ich hatte meinen Spaß mit dieser Szene, auch wenn sie aus dem Nix wirklich kommt und die Frustration, die von Larry danach kommt, ist sehr amüsant. Anders als der originale Dracula muss es zugeben, und das kann ich nicht verneinen, der originale Frankenstein ist zuerst ein Kultklassiker. Es gibt so einige Dinge, die man an Dracula, dem Originalen, setzen kann von Universal, aber Frankenstein setzt das auch einfach auf eine höhere Spitze, finde ich zumindest. Frankenstein ist so einiges. Ikonisch, wenn nicht sogar ikonischer als Dracula. Denn viele der Szenen aus dem Film sind mehr oder weniger in die Popkultur so integriert, dass man über die nicht mehr etwa reden kann, ohne nach einer Parodie zu denken. Sei es nun It's Alive, die Szene mit Dr. Frankenstein, oder auch das titelgebende Monster, wie es aussieht. Das hat etwa viele Dinge geprägt, wie Popculture, die Story rund um Frankenstein und sein Monster sehen. Und das auch zu einem guten Grund, denn James Whale inszeniert einen prachtvollen Monsterfilm, der visuell noch ein wenig stunniger ist als Dracula. Und wem haben wir in den Titelhauptrollen? Einen wundervollen Actor, der hier einen name-geswappten Dr. Frankenstein spielt. Und natürlich das titelgebende Monster, haha, titelgebende Monster, gespielt von ikonischen Boris Karloff. Für viele ist er der definitive Frankenstein-Monster, für andere vielleicht eher weniger. Für mich ist er definitiv der beste Actor, wenn es um die Frankenstein-Monster-Rolle geht. Denn auch wenn jemand wie Bela Lugosi mal sagte, dass mit Frankensteins Monster nicht etwa so viele Acting-Jobs braucht, so doch hat Karloffs Performance hier so viele Nuancen zu sich. Er ist ein verwirrtes Monster, was nicht so richtig versteht, wie die Welt funktioniert und wie Dinge funktionieren. Man denke mal an die ikonische Szene mit den kleinen Mädchen, wo er mehr oder weniger aus Versehen sie umbringt, beziehungsweise ins Wasser wirft und irgendwie nicht realisiert, was er da falsch gemacht hat. Und das bietet auch eine schöne Tragik zu sich. Einerseits zum Beispiel Dracula, welcher etwa auf das Stage Play basiert, wenn ich mich nicht irre, kann man definitiv hier die Elemente des originalen Mary Shelleys Romans bisschen mehr erfrissen. Es geht um ein missverstandenes Monster, was nicht so richtig die Welt versteht, und wie Karloff das einfach portrayt, ist wundervoll. Genauso großes Lob kann ich auch an den Actor, der hier Dr. Frankenstein spielt. Ein gutes Beispiel wäre da die ikonische It's Alive Sequenz, die wir alle kennen. Er portrayt den Mad Scientist Charakter so extrem gut, dass viele andere Mad Scientist Charakter selbst in derselben Serie eine harte Zeit haben, an seinen Acting-Kaliber ranzukommen. Und da habe ich schon erwähnt, dass der Film einfach nur visuell gorgeous aussieht. Was hier James Whale inszeniert hat, ist wundervoll. Die Shots sind auch einfach nur extrem, extrem gut. Ich bin ein wirklich großer Fan von der Art, wie dieser Film gedreht worden ist. Und für mich ist er definitiv einer, wenn nicht sogar der beste Universal Monster Film, wenn es um das Visuelle geht. Er ist definitiv ganz oben rüber, weil guckt ihn euch einfach an. Visuell ist er immer noch prachtvoll, all die Jahre später. Als solches bietet es auch einfach nur eine sehr compelling Story mit wundervollem Make-up für das Monster, mit wundervollen Performances und als solches ikonisch einen guten Grund. Für manche ist dieser Film jetzt nicht etwa ein richtiger Teil der Classic Universal Monsterfilme, aber fuck it, wir nehmen auch die dubiosen Entries ein, um das alles ganz aufzupeppen. Reden wir doch mal über The Phantom of the Opera, das Original, der Silent-Film und was für ein Film. Unter anderem Fun Fact, dieser Film ist mittlerweile 100 Jahre alt. Anyway, genug gerambelt, reden wir doch mal über Phantom of the Opera. Und ich glaube, ich muss niemandem wirklich etwa die Story nacherzählen. Jeder kennt irgendwie eine Version des Phantom of the Operas, sei es nur in Musical-Form oder auch in Filmform.
Und diese Version ist da auch nicht etwa sehr anders. Was man aber sagen kann, ist, dass diese Version sehr, sehr effektvoll ist. Zumindest für mich war sie sehr effektvoll, denn auch wenn ich zugegeben ein wenig untrainiert bin mit Science-Films, ich habe zwar ein paar gesehen und mag viele dieser, die ich gesehen habe, aber so wirklich trainiert im Vergleich zu manch anderen Sorten oder auch Filme aus anderen älteren Dekaden bin ich leider damit nicht. Und dennoch unglaublich gut. Das Acting von allen unseren Cast-Members ist einfach nur sehr hoch zu loben. Wir haben unter anderem Lon Chaney, der hier den titelgebenden Phantom spielt, der eine wundervolle Performance einfach ausbietet. Seine Körpersprache ist einfach nur wundervoll und auch die Szene, wo er etwa am Instrument spielt und dann ihn Christine die Maske wegnimmt. Was für eine Szene. Das Make-up ist auch wirklich grandios von Lon Chaney. Was für ein passendes Make-up, was definitiv vieles zu diesem Charakter addet. Genauso kann ich auch Mary Philbin loben, die hier Christine gespielt hat. Und was für eine Performance. Lon Chaney kriegt natürlich sehr viel Lob hier und das auch zu Recht. Immerhin bietet er eine grandiose Performance ab als der titelgebende Phantom. Aber Mary bietet auch eine wundervolle Performance ab. Ihre Körpersprache, ihre Facial Expressions bieten auch einfach nur diesen Desperation so gut aus. Ich kann es einfach nur bis zum Himmel loben, wirklich. Und generell, das Acting hier ist alles top-notch. Die meisten Actors geben eine sehr solide Performance ab und sind auch sehr glaubhaft. Die zwei, die ich etwa mehr oder weniger bis zum Ende gelobt habe, sind die Standouts hier, aber zugegeben, all die anderen Actors machen einen wirklich guten Job. Der Film hat sehr ikonische Momente zu sich. Wie erwähnt, der Reveal vom Gesicht des Phantoms ist ikonisch zu einem guten Grund. Oder auch das Ende, wo das Phantom mehr oder weniger versucht wegzurennen von der Meute. Und meine Güte, was für ein effektvolles Ende. Zugegeben, ich muss auch hierbei vorweg sagen, dass bei Phantom of the Opera so einige Versionen gibt, so einige Reconstructions es gibt, so eine Version gibt, die paar Szenen mehr haben oder paar Szenen weniger haben. Es gibt viele Variationen des Filmes, da dieser Film schon früh in der Public Domain gekommen ist, da Universal irgendwie ihn nicht eingetragen hat für Copyright. Und das ist für uns natürlich was Gutes, aber kann auch manchmal sehr confusing sein, um die richtige Version zu finden. Habe ich schon etwa die Szene erwähnt in Farbe? Was für eine Szene. Das Costuming hier ist auch einfach nur wundervoll. Das Skeleton-Kostüm des Phantoms prachtvoll bis zum Ende. Generell, es gibt einfach nur so unglaublich viel an den Film zu loben. Es ist ein Science-Film, es ist ein Film, der schon 100 Jahre alt ist, aber ich denke immer noch, dass dieser Film sehr effektvoll sein kann. Zugegeben, ich würde ihn vielleicht nicht als allerersten Science-Film für einen empfehlen, aber definitiv als einer der ersten. Immerhin funktioniert er auch immer noch so gut. Und die Länge ist auch noch etwa sehr gut, würde ich mal behaupten. Vielleicht geht er ein manchen Stand zu lang, aber ich mag es, wie man langsam etwa die Atmosphäre diesen Thread auch baut. Vor allem am Anfang, wo wir fast kaum wirklich was vom Phantom abseits von ein paar kleinen Miniszenen gesehen haben. Generell, wie man das Phantom hier über den Film nutzt, ist sehr clever, denn das Phantom ist jetzt nicht etwas zu overused und das macht ihn auch etwa so eine besondere Präsenz in diesem ganzen Film. Wie ihr merkt, ich bin wirklich begeistert von diesem Film, aber meine Güte, grandioser Film einfach nur. Wenn man eine Sache an diesem Universal Monster Film erkennt, dann ist das die Liebe bzw. das Versessen, Leute hinter der Kamera als auch vor der Kamera zurückzubringen. Und nach dem Erfolg von Frankenstein dachte sich Universal, dass sie das etwa nochmal machen können. Dieses Mal mit H.G. Wells, The Invisible Man. Und auch wenn man James Whale zurückgebracht hat, so konnte man aber nicht etwa Boris Karloff überzeugen, die titelgebende Rolle zu spielen. Beziehungsweise konnte man ihn nicht zurückkriegen hier. Stattdessen haben wir Claude Rains gekriegt, der einen wundervollen Invisible Man spielt. Was auf den ersten Blick wie ein zynischer Versuch klingt, an den Monster Train zu casten. Und teilweise sind natürlich auch diese Filme mehr oder weniger dafür gemacht, um etwa Geld einzuspielen. So doch merkt man, dass James Whale kein Director ist, der das einfach nur phoned in, sondern wirklich was Gutes inszeniert. Und Claude Rains als der Lead bietet so einiges Gutes. Der Invisible Man ist vielleicht simpler und vielleicht nicht so gruselig im Vergleich zu Frankenstein oder auch anderweitige der Early Universal Monster Filme. Was dieser Film aber weiß zu beweisen, ist, wie wundervoll mal diese Geschichte, diese Reise von einem typischen Typen, der langsam in Insanity reinwächst, zu erzählen. Rains Performance als der titelgebende Charakter ist einfach nur hier zu loben. Mal glaubt man ihm wirklich etwa ab, dass er langsam, aber wirklich seinen Kopf verliert und wirklich verrückt wird und wie er die Leute terrorisiert damit und vor allem, wie auch diese Invisibility hier präsentiert wird, ist impressive. Man darf nicht vergessen, dass Invisible Man in den 30ern erschien, den 1930ern. Special Effects hatten einen langen Weg noch vor sich und auch wenn es ein paar sehr impressive Effects gibt, vor allem von Leuten wie Harryhausen,
lassen, meine ich. So doch muss ich immer noch loben, wie gut man diesen Effekt mit der Invisibility, mit der Unsichtbarhaftigkeit dieses Charakters hervorgebracht hat. Es gibt Szenen, wo wirklich mein Saar ein wenig droppt, weil ich mir wirklich denke, wie haben die das gemacht zu der Zeit? Und auch als solches ist dieser Film wirklich unterhaltsam. Klar ist er mehr oder weniger einfach nur ein Film, wo wir den titelgebenden Charakter sehen, wie er Antics bringt und damit mehr oder weniger die Leute terrorisiert. Aber meine Güte, es funktioniert einfach nur für mich. Klar ist es simpel, aber simpel muss nicht etwas Negatives sein. Simpel kann manchmal wirklich sehr effektiv sein und hier beweist man auch wirklich, dass Simpelhaftigkeit manchmal wirklich effektiv ist. Ein Paradebeispiel für Wales wundervolle Directing, ein Paradebeispiel wie eine Lee-Performance wirklich einen Film enhanced und ein Paradebeispiel für ein paar der besten Effekten aus der frühen Zeit von Hollywood und vor allem für Universal. Was ein Blast und vermutlich auch einer der Filme, die besonders auch für heutige Zuschauer vielleicht ein wenig mehr funktionieren im Vergleich zu manch anderen dieser Early Universal Horrorfilmen. Großer Fan. Aber kommen wir doch mal endlich mal zum ersten Platz. Und was könnte nun auf den ersten Platz sein als ein Frankenstein-Film? Und hierbei reden wir etwa von einer der frühesten Horrorfilm-Sequels, The Bride of Frankenstein. Die Rückkehr von James Whale als Director, die Rückkehr von Boris Karloff als das Monster und die Rückkehr von Colin Clive als Dr. Frankenstein. Und so einiges mehr. Der Film startet mit einem interessanten Framing-Device. So wird uns die Geschichte des ersten Frankensteins wiedergegeben, von Mary Shelley, bis wir etwa zum Punkt kommen, wo die Geschichte wieder weitergeht. Denn der erste Frankenstein hat nur etwa einen Teil des originalen Mary Shelley Romans etwa adaptiert. Wir picken genau ab vom Ende und auch wenn die Continuity nicht die perfekteste ist, sehen wir das Monster in großer Glory. Sowohl haben wir ein paar sehr gruselhaftige Momente zu sich, als auch sehen wir das Monster, wie es etwa gedamaged worden ist durch das Ende des ersten Teils und wie das Make-up von Zack Pierce einfach nur zum Monster ist. Es ist einfach nur großartig. Wir sehen etwa, wie kaputt dieses Monster aussieht. Und über diesen Film sehen wir mehr oder weniger durch das Make-up, wie das Monster langsam etwa diese Wunden verliert und sie mehr oder weniger glatt werden. Das ist wirklich ein interessanter Tatz und ich kann einfach nur Zack Pierce und sein Make-up an dem Monster so groß loben. Das Monster sah noch nie so genial aus. Und Boris Karloff mal wieder großartige Performance. Vor allem in diesem Film kriegt er dann doch ein paar mehr Momente zu sich, wo er richtig etwa das Rampenlicht geben kann. Eine dieser Favoritszenen für mich ist die Szene natürlich, wo er den blinden Mann trifft und er ihn mehr oder weniger beibringt, wie man zum Beispiel reden kann und Co. Das ist einer der besten Szenen aus irgendeiner dieser Universal Monster Filme. Und da habe ich schon das Directing erwähnt, ich habe schon James Whale in diesem Ranking groß gehypt. Aber meiner Meinung nach ist seine beste Direction, zumindest für diese Universal Monster Filme, definitiv dieser Film. Der Film hat eine wundervolle Direction und ist auch einfach nur so atmosphärisch in seiner Direction. Generell die Atmosphäre ist genial und ist eigentlich, wenn nicht sogar ein Stück besser als die vom ersten Teil. Als ein Sequel macht dieses Sequel so einiges einfach nur richtig. Wir kriegen mehr von den Charakteren zu sehen, sei es nun eben das Monster oder auch etwa Dr. Frankenstein, der nach dem ersten Teil seine Lektion gelernt hat und sich distanzieren möchte vom Monster, aber durch einen bestimmten Dr. Pretorius mehr oder weniger in das Game vom Monster machen wieder zurückkehrt, um das Monster etwa eine Braut zu geben, ist wundervoll einfach nur. Colin Clive macht vielleicht sogar eine teilweise bessere Performance hier aus, auch wenn es schon großartig im ersten Teil war. Und Dr. Petronius, gespielt von Ernest Fanzer, ich habe den Namen vermutlich geputzert und dafür entschuldige ich mich, macht eine wundervolle Manic Performance aus. Er ist vermutlich der beste Mad Scientist aus irgendeiner dieser Frankenstein-Filme. Und seine Dynamik mit Dr. Frankenstein und des Monsters später eben ist wundervoll. Wenn etwa das Monster versammelt zu Dr. Frankenstein und impliziert, dass er mehr oder weniger dem Monster das Reden beigebracht hat, um zu sagen, dass er mehr Power, mehr Kontrolle über das Monster hat, ist großartig einfach nur. Und die titelgebende Braut taucht in diesem Film kaum auf, ist aber zu einem guten Grund ikonisch. Wie sie aussieht, ikonisch einfach nur. Und die wird hier, Fun Fact, einfach nur wirklich gut gespielt von Elsa Lanster, die schon Mary Shelley im Framing Device gespielt hat. Ein perfektes Sequel mit paar Makeleien, aber so viel zu loben, so viel zu highlighten. Und meine Güte, was für ein Höhepunkt dieser Universal Monster Filme. Und damit möchte ich dieses Video auch beenden. Die Universal Monster Filme waren etwa eine bumpige Ride. Von manchen großartigen Filmen wie Pride,
Frankenstein und Co. zu manchen sehr spaßigen, wenn auch flotten Filmen, zu manchen wirklich sehr öden, teilweise generischen Filme. Die Universal Monster Filme dieser klassischen Ära hatten alles in sich. Und dennoch war diese Reise eine sehr spaßige. Und ich hoffe, euch hat dieses Ranking gefallen. Nun würde mich eure Meinung zu diesem Film interessieren. Denkt ihr, ich war bei manchen dieser Filme zu harsh oder zu nett? Lasst mich doch das alles gerne in den Kommentaren wissen. Und Happy Halloween! Wir sehen uns, bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Euer Random oder so ähnlich. Bye bye!